Servus und herzlich willkommen bei Q-Bikes hier in Waldershof. Meine Kollegen Flo, Peter und ich laden euch ein, einen Blick auf die Neuheiten des Modelljahrs 2022 zu werfen. Wir schauen uns alle verschiedenen Modellgruppen an und wir wünschen euch viel Spaß auf unserem virtuellen Spaziergang durch die Range. Die absolute Neuheit fürs kommende Modelljahr in der vollgefederten Palette ist unser AMS. Oder genau gesagt, es sind eigentlich die AMS, weil wir haben die Serie nochmal gesplittet in zwei Unterkategorien. AMS sollte auf jeden Fall die Plattform bleiben, die die waagrechte Dämpferanbindung hat und die auch Platz für zwei Trinkflaschen bietet. Wir wollten den Rahmen deutlich leichter gestalten, ohne Einbußen in der Steifigkeit zu haben. Haben jetzt auch ein neues Material eben mit C68X zur Verfügung, was schon in etlichen anderen Baureihen, Roadbike oder Hardtail, verwendet wird. Und wir haben gesagt, die Querschnitte der Rohre sollten deutlich schlanker werden, um auch eine schöne Differenzierung zu haben von den Modellen, die einfach mehr Federweg haben aus der Stereo-Plattform. Wir haben aber auch gesehen, dass sich der Bereich um die 100-120 mm Federweg noch stärker differenziert. Wir haben einmal ein voll sportives, ganz rennorientiertes Bike mit 100 mm vorne und hinten. Das Ganze auch immer kombiniert mit einem doppelten Lockout für Gabel und Dämpfer vom Lenker aus. Und es gibt eine Kategorie, die eher so diesen Downcountry oder ja, leichten Trailbike-Style bedient. Deshalb gibt es einmal hier die Modellgruppe, diese Unterkategorie AMS 099. Wie es der Name schon andeutet, sind wir bei einem guten 100 mm vorne und hinten und haben hier auch eine Differenzierung vorgenommen zu den Modellen, die dann etwas mehr Federweg haben. Wir haben den Hinterbau so kompakt wie möglich gemacht. Wir sind hier bei 437 mm Kettenstrebenlänge, das Ganze freigegeben für Reifen bis 2,25 Zoll Breite. Wir haben auch etwas übernommen vom Vorgänger, nämlich den Umlenkhebel optisch schön zu integrieren und möglichst clean zu gestalten. Wir sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, um das Ganze aber auch ein bisschen wartungsfreundlicher zu machen im Renneinsatz, wenn ich mal Sachen wechseln oder nachziehen muss. Nämlich diese Cover hier sind ganz einfach abnehmbar, super leicht und somit kann man ganz einfach eben auch an den Umlenkhebel, an die Dämpferbefestigung kommen. Das Thema der zwei Trinkflaschen war immer schon ein ganz großer Benefit von der AMS-Baureihe. Wir haben aber angeschaut, dass wir von den Dimensionen das Unterrohr anders gestalten mussten und vor allem wir mussten es so gerade wie möglich gestalten, um Gewicht zu sparen. Also wir reden hier in dem ganzen Set von rahmentechnisch mehr als 300-350 Gramm Gewichtseinsparnis zum Vorgängermodell. Wir wollten aber zwei Trinkflaschenhalter weiterhin bieten. Deshalb haben wir jetzt beide Befestigungspunkte aufs Unterrohr gesetzt. Der untere ist sogar noch variabel. Also man kann hier vielleicht auch noch ein Mini-Tool mit so einer Anbindung oder einen Pumpenhalter mit integrieren. Ich kann auch die Position variieren, wenn ich jetzt in einem Rennen, wo ich immer Verpflegungsstellen habe, nur eine Flasche brauche oder habe immer noch die Möglichkeit, auf die obere Position eine 0,5 Liter Trinkflasche aufzubringen. Wenn wir uns die 099 Modelle anschauen, alle sind natürlich mit einer 1x12 Schaltung ausgestattet. Hier einmal das Modell Race. Wir starten mit Shimano XT, das Ganze auch komplett inklusive Bremsanlage. Fox Fahrwerk obligatorisch, das Ganze mit Double Remote, also ich kann Lenkerbedienung haben für meine Gabel und für den Dämpfer und die eben dann im Sprint auch blockieren. Unser Teamline-farbenes Modell SL kommt dann mit SRAM X01 Eagle, also auch, wir gehen hier sogar bis 52 Zähne Übersetzung hinten, also 520% Übersetzungsbandbreite. Das Ganze auch
mit dem brandneuen und ganz leichten SID Lux Ultimate Dämpfer. Der ist wunderbar gepaart mit der SID Ultimate Gabel vorne. Das Ganze auch mit einem Lenker-Remote und zwar mit dem Twist-Lock, der eben nicht über Daumenbedienung, sondern über eine Drehhebelbedienung funktioniert und auch im Renneinsatz eben super einfach einsetzbar ist und super schnell. On top dann unser Modell SLT und hier arbeiten wir wie gewohnt mit der SRAM XX1 AXS Eagle Technologie, also komplett kabellos, funkgesteuerte Schaltung und das Ganze auch kombiniert mit dem feinsten Fahrwerk, eben Kashima mit dieser markanten Goldfarbe auf Fox Factory Niveau. Das Ganze auch super leicht, knapp über 9 Kilo hier im Gesamtpaket. Bevor wir spezifisch auf die Modelle eingehen, wollen wir uns mal anschauen, wo liegen denn bautechnisch die Unterschiede zwischen AMS 099 und 111. Wir fangen am Heck an und sehen, wir haben hier eine andere Kettenstrebeneinheit. Wir sind etwas länger, haben hier 7 mm mehr Kettenstrebenlänge, 444 mm, aber können erstmal einen Reifen bis zu 2,4 Zoll aufnehmen und können auch mehr Federweg am Heck generieren. Das Ganze passiert auch durch einen unterschiedlichen Dämpferhub, während wir bei 099, bei den rein rennorientierten Fullies, mit 40 mm Dämpferhub arbeiten, sind es hier nochmal 2,5 mm mehr in diesem metrischen Dämpfermaß und somit kommen wir am Heck auf einen Federweg von knappen 110 mm bei den 111 Modellen. Schauen wir mal an die Front, wo wir ja auch einen anderen Federweg haben, wo wir mit anderen Gabeln arbeiten, eben mit Fox oder RockShox in der Klasse von 120 mm. Und hier haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie können wir hier den Lenkwinkel noch anpassen oder auch mehr Flexibilität bieten. Und wir haben eine Lösung implementiert, die schon aus der Stereo-Baureihe bekannt ist. Nämlich wir haben ein Angle Set eingebaut, was mit Inserts aus einem speziellen Kunststoff funktioniert und praktisch ohne Spezialwerkzeug nochmal eine Feinjustierung von 0,6 Grad bietet. Bei den 099 Modellen ist der Auslieferungszustand 68 Grad mit einer 100 mm Gabel, lässt sich also nochmal verflachen um 0,6. Bei diesen eher Down-Country orientierten Modellen aus der 111 Baureihe kommt der Steuersatz serienmäßig in der flacheren Einstellung und hier haben wir dann eben in Kombination mit diesen Gabeln, die 120 mm Feder bieten, einen Lenkwinkel von nur 66,3 Grad, was also schon sehr progressiv ist und eigentlich schon sehr abfahrts- und spaßorientiert ist. Wenn wir uns die Modelle im Speziellen nochmal angucken, wir starten hier mit dem 111 Pro. Das Ganze kommt mit einem Setup, die neue Recon Gold von RockShox, also auch 120 mm Gabel. Das Ganze gepaart mit dem Deluxe. Hier bei den Modellen ganz bewusst kein Remote, sondern die Verstellung, die Feinjustierung der Federelemente funktioniert über Hebel direkt am Bauteil. Hier auch die GX Eagle Schaltgruppe von SRAM, mechanisch geschaltet, auch wie bekannt mit den vollen 520% Übersetzungsbandbreite und das Ganze auch gepaart mit einer Magura Bremsanlage. Dann im neuen TM Trail Motion Design mit dieser markanten grau-olivenfarbe, dann das Topmodell dieser Unterkategorie, TM eben mit der bekannten Fox 34 Stepcast Gabel, also eine sehr leichte, sehr steife, trailtaugliche Gabel mit 120 mm Federweg und eben auch in dem Factory Kashima Preispunkt auch passend dazu der Dämpfer, DPS und als i-Tüpfelchen auch noch die Transferstütze, die dann eben bis zu 150 mm Absenkung bietet. Das Ganze gepaart, wie bekannt, mit einem Shimano XT Setup. Auch die Bremsanlage auf den Einsatzzweck zugeschnitten mit 4 Kolben an der Front, 2 Kolben am Heck und um noch Gewicht zu sparen, hier die Praxis Girder Carbon-Kurbel, sehr leichte, sehr robuste Kurbel, nur 540, 550 Gramm schwer.
die machen eben dieses Paket rund und auch eben Maxxis-Bereifung, die hier auf diesen 30 mm Felgen von Newman läuft, also bekannte Technologie, sehr leicht, sehr robust und sehr spurstabil mit diesem SLA30 Laufradsatz im Modell TM, also 111 eher für die Trail-verliebte Fraktion und 099 für die Racing-orientierte Kundschaft. Für eine Vielzahl von Einsatzgebieten findet sich in der Q-Palette immer ein Stereo. Stereo deckt bei uns Federwege ab, angefangen von 120 mm bis 170 mm. Wir haben verschiedene Laufradgrößen im Einsatz, verschiedene Materialien und auch noch Ergänzungen für Modelljahr 2022. Beginnend mit den Stereo 120 Modellen. Hier kommen auch noch im Size-Split kleine Größen hinzu, also XS-Größe mit 27,5. Die anderen Bikes kommen in 29, Aluminium oder auch wahlweise dann HPC in Kombination Carbon-Hauptrahmen mit Carbon-Umlenkhebel und Aluminium-Hinterbau. Gleicher Materialmix HPC bei Stereo 140. Stereo 140 ist ganz bewusst unser 27,5 Zoll Chassis, also als wendiges, allround-taugliches All-Mountain. Die Ausstattungen sind hier noch ein bisschen verfeinert worden. Was wir hier sehen zum Beispiel, das ist eine Farbversion des neuen Topmodells SLT, wo wir noch ein bisschen das Gewicht mehr im Fokus haben. Hier zum Beispiel mit der super leichten, aber bissigen Magura MT8 Bremsanlage. Von 27,5 Zoll dann zu 29 Zoll und auch zu Vollcarbon, wahlweise in C62 oder C68 im Stereo 150, reiner 29er. Das Modell bietet entweder eine Ausstattung, die eher Enduro-lastig ist, oder wie wir es hier sehen, in der sehr gewichtsorientierten SLT-Version auch noch als sehr leichtes, langhubiges All-Mountain, also sehr vielfältig, verschiedenste Ausstattungen, verschiedenste Schwerpunkte, die wir hier setzen, über das neue TM in C62, was eher so ein Hardcore-Gerät ist, bis zu einem leichten, auch noch sehr tourentauglichen Bike. Nach oben hin eine Abrundung bis 170 mm und wir haben dem Ganzen einen Facelift verpasst und haben ihm deshalb auch einen neuen Namen verpasst. Hier kommt für Modelljahr 22 das 177. Federweg bleibt gleich bei 170 mm, aber wie gesagt, wir haben einige Details noch angepasst und verbessert. Die Kinematik wurde noch ein Ticken progressiver ausgelegt. Wir haben jetzt auch den Dämpferhub für die Stahlfeder-Coil-Version oder für die Luftversionen vereinheitlicht, also hier noch ein bisschen mehr Experimentiermöglichkeiten und wir haben den Lenkwinkel noch mal etwas flacher gemacht, was der Bergab-Performance natürlich zugute kommt. Wir behalten aber unser integriertes Angle-Set, wo man noch mal individuell nachtunen kann und wir haben der Plattform noch eine vierte Größe XXL hinzuspendiert, wo man noch mal einen längeren Reach hat, jenseits der 500 mm, dass man noch besser nach dem Reach und nicht so nach der Rahmenhöhe so ein sehr progressives Super Enduro auswählen kann. Also Stereo wirklich vielfältig, verschiedene Einsatzzwecke, verschiedene Federwege von 120 über 140, 150 bis zum brandneuen 177. Unser Stereo 120 ist mit das vielfältigste Modell in der ganzen Palette und für das kommende Modelljahr haben wir sogar noch zusätzliche Optionen mit ins Portfolio genommen. Es wird zusätzliche Rahmengrößen geben, auch in Size-Split mit 27,5 Zoll. Es wird mehr Farboptionen geben. Wir starten hier in Aluminium mit dem Modell Pro. Wie alle Bikes dieser Baureihe ist es ein 1x12 Antrieb, in dem Falle SRAM NX Eagle. An der Front schon RockShox Judy.
Für die Heckfederung zeichnet hier der Manitou Radium Expert Dämpfer verantwortlich. Das Ganze natürlich auch in Zugstufe einstellbar und mit Blockiermöglichkeit. Verzögert wird hier mit einer Magura Bremsanlage. Beim Modell Race, was es auch in einer wirklich eleganten, schwarz eloxierten zweiten Farboption gibt, haben wir dann RockShox nicht nur an der Front mit der Riken-Gabel, sondern auch am Heck mit dem Deluxe Select Plus Dämpfer. In dem Falle der Antrieb von Shimano mit dem ja fast schon legendären Shimano XT Schaltwerk auch 1x12. Auch die Bremsanlage hier von Shimano. Wenn wir dann in den HPC-Bereich schauen, also wir haben 29 Zoll und wir haben Carbon-Hauptrahmen, Carbon-Umlenkhebel, kommt ein zusätzliches Modell in die Palette. Eigentlich zwei Modelle, weil wir haben noch eine Farboption HPC EX. Innerhalb der Baureihe ist es wahrscheinlich das progressivste und frechste Modell, was ganz spezifisch eben für diesen Trailbike-Einsatz konzipiert wurde. Und da helfen uns zwei Bauteile, die auch komplett neu sind für 2022 von Fox. Nämlich an der Front die bekannte 34er Gabel, jetzt mit komplett neuem Chassis und in dem Setup mit Fit Grip 2 Kartusche. Kartuschendämpfungstechnologie, die bislang nur in der 36er und 38er Baureihe vorhanden war. Wirklich mit vierfach einstellbar, Low Speed, High Speed, Rebound und Compression. Und am Heck auch ein ganz neuer Dämpfer, der für diese Kategorie Trailbikes maßgeschneidert ist, der neue Float X. Also immer noch ein leichter Dämpfer, der aber schon die Vorteile eines Ausgleichsbehältersystems bietet. Und um den Dreierbund hier komplett zu machen, auch die Transfer absenkbare Sattelstütze von Fox. Alles drei aus der Factory-Baureihe, immer ganz markant erkennbar an diesem Goldton dieser Kashima-Beschichtung. Den Eingang in die HPC-Rahmenwelt bietet unterhalb von den zwei EX-Modellen ein alter Bekannter, und zwar das TM. Es hat zahlreiche Testsiege, Kauftipps eingefahren, deshalb von der Ausstattung wenig Veränderung. Es kommt in der neuen Optik, die auch allen TM-Modellen in den verschiedenen Baureihen gleich ist, nämlich dieses markante Olive Grey, zieht sich über verschiedenste Federwege und auch Hybrid und die konventionellen Bikes. TM immer bei Cube leicht erkennbar an diesem neuen Farbschema. Hier die Bauteile wirklich fast gleich zum Vorjahr. Super erfolgreiches Paket. Wir bremsen hier mit Shimano XT, 4 Kolben an der Front, 2 Kolben am Heck. Antrieb hier auch SRAM Eagle, schon in der Version, wo wir wirklich bis 52 Zähne an der Kassette gehen, also volle 520% Übersetzungsbandbreite zwischen den 12 Gängen, die zur Verfügung stehen. Hier auch ein bisschen eine neue Reifenkombi. Wir haben sehr viel Maxxis in dieser Baureihe, je nach Einsatzzweck fein getuned in dieser Auswahl der verschiedenen Modelle. Hier haben wir den Ardent und beim SLT-Modell, wo noch ein bisschen mehr Leichtbau und Speed im Vordergrund stehen, verwenden wir hier die Kombination Riken Race am Heck, Riken an der Front, also hinten noch ein bisschen weniger Profil, mehr Speed und natürlich auch bei dem Modell Leichtbau bei den Laufrädern. Wir haben Carbon-Laufräder, haben aber hier einen neuen Felgentyp von Newman, und zwar die SLX-A30 Felge, also eine sehr leichte Cross-Country-Trail-Felge, die aber mittlerweile 30 mm Innenweite hat und den Reifen eben ein schönes, entsprechend dickes Volumen gibt. Sehr viel Traktion, sehr viel Sicherheit, sehr viel Komfort auch. Hier in dem Paket auch wieder Fox Kashima, die 34er Gabel hier mit der Fit 4 Kartusche, also eine Dreifachverstellung an der Front, dasselbe auch am DPS-Dämpfer und hier auch die Transfer-Stütze, alle drei natürlich wieder Factory-Baureihe, also wirklich High-End-Level von Fox in der markanten goldenen Farbe. Hier auch nochmal das Gewicht gedrückt, ein kleines Detail, auch noch, was vor allem die rotierenden Massen schön leicht hält. Wir verwenden hier Aerotan-Schläuche von Schwalbe,
Also ein ganz neues Schlauchmaterial, sehr leicht, weniger pannenanfällig und vermittelt das Fahrgefühl, das man sonst eigentlich nur wirklich mit einem Tubeless Setup hat, aber wesentlich einfacher in der Handhabung. Stereo 120 wirklich eine riesen Bandbreite von Tour über Trail, verschiedenste Einsatzkategorien, verschiedenste Materialien, jetzt auch verschiedene Laufradgrößen, für jeden was dabei. Ein Blick auf die Stereo 140 HPC-Plattform zeigt, dass sie deutlich vielfältiger geworden ist. Wir haben mehr Größenauswahl, haben die XS-Größe noch als Option und wir haben bei 2 Modellen auch nochmal Farboptionen. Denn wir haben das gemacht, was wir in der Vergangenheit schon beim Hybrid Full Suspension gemacht haben, nämlich die Sting-Modelle in diese Baureihe integriert. Es ist für jeden, für jede was dabei bei diesen Modellen. Wir starten mit Race. Bewährte Technologie, all die Bikes sind sowieso mit einem 1x12 Antrieb ausgestattet. Hier mit Shimano XT, das Ganze gepaart schon mit einem Fox Fahrwerk, hier mit der 34er Rhythm Gabel. Bei allen Modellen ist ja immer so, wir haben 140 mm am Heck, 150 mm an der Front, hier das Ganze nochmal in einer zweiten Farboption. Beim Modell SL war eigentlich wenig Handlungsbedarf, denn es war schon 2021 Kauftipp, Testsieger mit nur den besten Ratings. Deshalb haben wir hier nur leichte Kosmetik betrieben. Das Ganze gepaart mit einem Shimano-Antrieb und einer Praxis Carbon-Kurbel, also eine sehr leichte und robuste Kurbel. Wir reden hier von 540, 550 Gramm Kurbelgewicht nur. Und das Ganze mit der RockShox Pike Ultimate Gabel, auch wieder 150 mm an der Front und Raceface Cockpit. Ein kleines Detail noch, was auch bei diesen Modellen ab dieser Federwegsklasse eigentlich durchgängig zum Einsatz kommt, sind die neuen Acid Disrupt Griffe aus einem ganz angenehmen, weichen Compound. Das Ganze natürlich verstellbar mit einer Klemme und Index hier, die eben nochmal zusätzlichen Komfort an dieser wichtigen Kontaktzone generieren. Wo im Modelljahr 21 noch ein TM, Trail Motion Modell zu finden war, haben wir auch ein bisschen umgeschichtet, um den Fokus auf Gewichtsreduktion zu legen, denn hier kommt das SLT-Modell in 2 Farbversionen zum Tragen. Ganz zentraler Punkt bei dem Modell ist dieser komplett neue Float X-Dämpfer von Fox, ein Dämpfer, der ganz speziell auf diesen Trail-Bike-Bereich abgestimmt ist. Er hat sehr viel Potenzial, er hat auch Ausgleichsbehälter, ganz klar, bietet aber von der Verstelllogik eine einfachere Handhabung im Vergleich jetzt zu einem Float X2, der dann eher im wirklichen harten Enduro-Bereich zum Einsatz kommt. Anderer Punkt, der hier auch nochmal Gewicht spart, wir gehen auf eine Magura MT8 Bremsanlage, aber für genug Bremsleistung natürlich immer noch mit der 200 oder beziehungsweise 203 mm Scheibe, je nach Hersteller, und 180 am Heck. Also hier, wie gesagt, mittlerweile jetzt dann in 5 Größen. Wir arbeiten immer noch mit HPC, das heißt Hauptrahmen ist aus Carbon, Umlenkhebel ist aus Carbon, der Hinterbau ist aus Aluminium. Hier eben auch komplett runde Palette mit 140 mm Federweg in 27,5 Zoll. Stereo 150 ist unser 29 Zoll Vollcarbon Fully. 150, wie es der Name schon sagt, der Federweg am Heck, gepaart an der Front jeweils mit einer 160 mm Gabel. Das Ganze jeweils in 4 Rahmengrößen, S, M, L, XL, wie gesagt 29 Zoll am Vorder- und am Hinterrad. Unser Modell Race kommt mit einem kompletten SRAM GX Eagle Antrieb, also 1x12 Schalttechnologie mit 520% Übersetzungsbandbreite an der Kassette. Gepaart wird das Ganze mit einer Magura Bremsanlage und dem Einsatzbereich entsprechend natürlich mit 4 Kolben an Front und an Heck.
Die Suspension übernimmt hier RockShox, einmal mit der Lyric-Gabel an der Front und mit dem Super Deluxe Dämpfer, der am Heck die 150 mm Federweg kontrolliert. Unser Modell SL kommt dann schon mit Fox Factory Ausstattung, also immer erkennbar an dieser markanten goldenen Kashima-Beschichtung. Die bekannte 36er Gabel mit Fit Grip, Zweikartusche, also wirklich vierfach verstellbar in Low Speed und High Speed, Rebound und Compression. Am Heck der brandneue Float X-Dämpfer, ebenfalls von Fox, ganz spezifisch eben mit Ausgleichsbehälter, aber von den Einstellmöglichkeiten noch ein bisschen reduzierter als der Float X2. Auch die Sattelstütze natürlich, Transfer Factory Kashima, und hier auch ein Detail für Modelljahr 22. Wir gehen hier sogar hoch bis 175 mm Hub, je nach Rahmengröße eben, um noch mehr Verstellbereich zu bieten. Das Modell TM wird man sich vielleicht wundern, weil es vom Preispunkt etwas anders liegt. Wir wollten in jedem Fall die Ausstattung auf dem Niveau halten, das Ganze aber zu einem attraktiveren Preispunkt anbieten. Deshalb sind wir hier auf unser C62 Layup gegangen. Bei der Ausstattung wieder Vollgas, das Ganze mit GX Eagle von SRAM inklusive Carbonkurbel, Fit Grip 2, Factory Gabel, 36er Format und hier wirklich für den Enduro-Einsatz der Factory Float X2, hier auch komplett unabhängig einstellbar, Low Speed und High Speed, Rebound und Compression. On top dann das Modell SLT, da sind wir wieder eher ein bisschen vom Gedanken auf Gewichtsreduktion gegangen. Vielleicht mehr der Allrounder, während unser TM so die Vollgas-Enduro-Maschine ist. Hier die E13 Carbonkurbel mit einer der leichtesten Enduro zugelassenen Carbonkurbeln, gepaart mit einer kompletten Shimano XTR Gruppe, also auch 1x12 Technologie logischerweise, und die Bremsanlage auch mit 4 Kolben vorne und hinten. Das Ganze dann eben, um Gewicht zu sparen, auch mit dem brandneuen Float X-Dämpfer von Fox und Raceface Carbon Cockpit im Topmodell SLT. Wir haben der Stero-Plattform mit 170 mm Federweg fürs kommende Modelljahr nicht nur einen Facelift verpasst, sondern in dem Zuge auch gleich einen neuen Namen. Die Bikes laufen jetzt unter Stero 177, Federweg bleibt aber weiterhin 170 mm. Was haben wir technisch geändert an den Bikes? Wir haben ein bisschen die Kinematik und die Geometrie verfeinert. Und zwar von der Kinematik haben wir die Progression sowohl für den Coil-Dämpfer, der hier optional einzubauen ist, als auch für die Luftdämpfer nochmal erhöht. Also man hat noch mehr Gegendruck, noch mehr Durchschlagschutz, fühlt sich immer etwas höher im Federweg und ja, hat das Gefühl, es ist mehr Restfederweg vorhanden. Was die Geo angeht, haben wir den Lenkwinkel nochmal ein kleines bisschen flacher und somit abfahrtsorientierter gemacht. Was aber weiterhin bleibt, ein etabliertes Feature schon der vergangenen Modelljahre, ist das Angle Set, was wir zusammen mit Acros entwickelt haben und wo ich nochmal um 0,6 Grad den Lenkwinkel feintunen kann. Wir haben ein Modell mit einem Fox Setup, ein Modell mit einem RockShox Setup, kommen einmal mit SRAM Antrieb, einmal mit Shimano Antrieb. Hier ganz elegant ein bekanntes Farbschema, nämlich Black Anodized, schwarz anodisiert, ganz edel, ganz clean, mit ganz reduzierter Grafik auf dem Rahmen hier beim Modell Pro. Wie gesagt, SRAM GX Eagle, also auch wieder volle Übersetzungsbandbreite von 10 bis 52 Zähnen auf dieser 12-Gang Kassette. Float X2 hier von Fox, das Ganze auch wieder in Compression und Rebound einstellbar, natürlich auch noch mit
dem Climb Switch, dass ich beim Bergauffahren das Fahrwerk noch ruhig stellen kann und noch effizienter pedalieren kann und dann fürs Bergabfahren eben mein persönliches Setup hier einstellen kann. Perfekter Partner an der Front ist die 38er Gabel, auch aus der Fox Performance Serie, hier mit Grip-Dämpfer, auch stufenlos einstellbar in der Compression. Das Ganze auch gepaart mit einem Raceface Cockpit und nettes neues Detail für Modelljahr 22, die Acid Disrupt Griffe, also ein sehr abfahrtsorientierter, ganz weicher, griffiger, neuer Griff, der sich auch hier eben über Klemmung perfekt im Winkel noch einstellen lassen kann für die persönliche Vorliebe, wie ich eben mein Cockpit fahren will. Modell Race kommt dann gepaart mit Turbine-Kurbel von Raceface, eben mit der etablierten Shimano XT Schaltung. Auch 1x12, ganz klar, Ganze auch immer mit MRP-Kettenführung, ist im Lieferumfang immer dabei. Und hier haben wir auch von RockShox das wirkliche Top-Fahrwerk, nämlich wir haben die ZEP Ultimate an der Front mit 180 mm Federweg und den Super Deluxe Ultimate, der eben am Heck für Kontrolle und für beste Traktion sorgt. Hier dann auch ein Raceface Cockpit, entsprechend breiter Lenker und das Ganze auch mit STG Bel Air V3 Sattel, auch ein sehr passender Sattel für diese Art von Bikes, abfahrtsorientiert. Und auch was die Bereifung angeht, hier wir sehen, bei Maxxis kombinieren wir immer den etablierten, ganz bekannten Minion DHR am Heck mit dem fast noch aggressiveren Assegai an der Front, sogar mit Max Grip, also mit einer sehr weichen Gummimischung, die eben noch mehr Performance aus diesem Chassis rausholt. Wenn ihr euch wundert, 215 kommt mir sehr bekannt vor in dieser Optik. Keine Angst, ihr seid richtig hier bei Modelljahr 2022 Vorstellung. Denn wir haben schon vergangene Saison auch in Abstimmung mit unseren Lieferanten, vor allem was Federung angeht oder auch den Teamsponsoren, beschlossen, dass diese Bikes nahezu unverändert als Carryover auch in Modelljahr 2022 erhältlich sein werden. Es gibt ein paar kleine Änderungen. Hier beim Modell SLT wird zukünftig eine Raceface Atlas Kurbel verbaut werden. Und noch ein positiver Effekt natürlich über die Zeit, wir konnten Erfolge sammeln. Einmal auf Wettkampfebene, denn unser 215 HPC hat jetzt den ersten UCI World Cup Podestplatz eingefahren mit unserem Teamfahrer Max. Und natürlich Danny Hart ist mittlerweile auch an Bord, auch noch eine kleine Ergänzung im Portfolio, denn wir werden ein Frameset anbieten, genau wie er es fährt, nämlich mit 29 Zoll Vorderrad und 27,5 Hinterrad. Bei den HPA-Modellen aus Aluminium konnten wir auch Erfolge sammeln, hier vor allem im Bereich Test, denn unser Modell Race hier hat vom Freeride Magazin einen Tipp bekommen und ist hier sehr gelobt worden für die Abfahrtsperformance. Falls ihr euch das Videosegment von den Reaction Hardtails angeschaut habt und das Portfolio der vergangenen Jahre kennt, werdet ihr euch gewundert haben, da fehlt doch ein Modell. Wir haben gute Nachrichten für euch, denn wir haben dieses Topmodell in die E-Lite-Serie hochgezogen. Gleicher Preispunkt, aber das Ganze jetzt mit einem E-Lite. Wie haben wir das gemacht? Wir sehen es hier, E-Lite bekommt neue Layup-Versionen in C62. E-Lite war entwickelt als C68X, jetzt haben wir das Ganze zu einem etwas günstigeren Preispunkt in C62. Der Rahmen behält natürlich auch alle Vorteile, die ein E-Lite bietet, also vor allem diese ganz flache Form des Oberrohrs, dieser extreme Komfort, der in der Sattelstütze generiert wird, das Ganze aber trotzdem mit einer super Steifigkeit im Tretlagerbereich, im Steuerrohrbereich, also ein ganz agiles Bike. Dieses Layup bietet uns natürlich auch Möglichkeiten, in der Ausstattung noch Gewicht zu sparen. Ja? Wir können den Euro, den wir aus dem Rahmen nehmen, in die Ausstattung reinpacken, arbeiten hier beim Modell Pro zum Beispiel mit einer E13 XCX Kurbel, also mit einer der leichtesten Carbon
Cross-Country-Kurbeln auf dem Markt. Ab dem Modell Race, wir sehen es hier, sind wir dann wieder bei dem Top-Layup, also wirklich die höchste Materialgüte mit dem C68X. Das Ganze in Kombination mit einem mechanischen SRAM XX1 Antrieb, 1x12 Eagle-Technologie, das Ganze mit der SID SL Ultimate Gabel. Wenn wir die anderen zwei C68X Modelle anschauen, beim SL gehen wir hier im Bereich der Laufräder auf die neue XA30 Felge, Advanced von Newman, das heißt Advanced steht immer für Carbon, also eine Felge, die sehr leicht ist, sich sehr leicht beschleunigen lässt, aber Innenweite von 30 mm hat. Das heißt, der Rahmen, der Reifen wird entsprechend voluminöser. Und auch ein Detail, man sieht es immer an diesen Ventilschäften hier aus Kunststoff, wir verwenden hier Aerotanschläuche von Schwalbe, also neues Material, ein sehr leichter Schlauch, der auch vom Fahrgefühl her ganz nah an wirklich ein volles Tubeless-System kommt. Hier genauso wie bei dem Modell vorher diese E13 XTX Kurbel, ganz leicht in Verbindung eben hier mit einem Shimano XTR Antrieb. Topmodell SLT, dann wieder mit SRAM-Ausstattung, hier dann nicht mechanisch, sondern mit der XX1 Eagle AXS. Das heißt hier Technologie, die komplett ohne Kabel funktioniert. Alle Schaltsignale werden komplett drahtlos per Funk übertragen. Auch den Reaction-Modellen in Aluminium haben wir einen neuen Rahmen spendiert. Wir sehen einige Details hier zum Beispiel im Sitzrohrknoten Smooth Welding, auch ein nettes Detail. Die Ständeraufnahme, ja, nach diesem Flat Mount Prinzip. Es ist ja immer die Kunst, wie sehen solche Sachen schön im nackten Zustand aus, aber wie biete ich auch alle Anbindungspunkte, wenn ich das Rad eben mit Ständer, mit Schutzblechen nachrüsten will. Hier im Modell One sehen wir eine 2x12 Shimano Ausstattung. Modell Pro, auch in 2 Farbversionen, hat dann schon Shimano 1x12, das Ganze auch in Kombination hier mit einer RockShox Judy Luftfedergabel. Auch ein nettes Detail beim Reaction, bei vielen anderen, unsere neuen Griffserien, hier zum Beispiel der Acid React Pro, also unser 2-Komponenten-Griff mit Lenkerklemmung. 2 Komponenten, immer schön abgestimmt, auch farblich und das Ganze natürlich verdrehsicher mit einer Klemmung. Reaction TM ist und bleibt weiterhin unser Trail Hardtail. Wir haben das Ganze nochmal ein bisschen aufgebrezelt und zwar im Bereich der Gabel. Wir haben jetzt eine RockShox 35, also auch 35 steht in dem Fall für den Durchmesser der Standrohre. Das Ganze eben noch dem Einsatzzweck entsprechend für ein spaßiges, aggressives Hardtail, was trotzdem unkompliziert ist und eben im Bereich der Gabel noch mehr Performance, mehr Steifigkeit bietet. Das Ganze natürlich auch wieder mit Dropper Post und entsprechend abgestimmt mit breiteren Felgen und breiteren, griffigeren Reifen als bei einem normalen Hardtail für den eher spaßigen Einsatz auf dem Trail. Reaction C62 eröffnet bei uns die Welt der Carbon Hardtail Rahmen. C62 ist eine ganz etablierte Technologie, die wir in vielen verschiedenen Modellgruppen verwenden, von Cyclocross über Gravel, über die Fullies bis hin zu den Roadbikes. 62 übrigens steht hier für den Prozentanteil der Fasern in diesem Verbundwerkstoff. Hier beim Modell One haben wir eine SRAM Eagle 1x12 Ausstattung mit SX und NX Bauteilen. Bei dem Modell Pro, erhältlich in 2 Farbversionen, wie wir sehen, haben wir kleine Upgrades gemacht, was vor allem die Laufradspezifikation angeht. Für Modelljahr 2022 kommen die Modelle mit einem Answer ATEC Laufradsatz. On top dann die Modelle Race, wie wir sehen, auch in 2 Farboptionen verfügbar. Gleiches Thema, hier arbeiten wir im Bereich der Laufräder im kommenden Modelljahr mit den ganz neuen Newman Evolution XA25 Laufrädern.
25 steht hier für die Innenmaulweite von der Felge, also die geben dem Reifen ein schönes Volumen. Ist immer noch ein sehr leichter, dynamischer Laufradsatz. Das ganze Paket dann, wie wir sehen, hier mit Shimano XT 1x12 Antrieb und im Bereich der Federung vorne die Fox-Federgabel, natürlich bei so einem sportiven Hardtail auch mit Remote vom Lenker aus blockierbar. Unsere Access-Rahmen in Aluminium starten fürs nächste Modelljahr in eine komplett neue Generation. Die Rahmen sind leichter geworden, sie sind schlanker geworden, sie haben in Details noch wirklich clevere Verbesserungen erfahren. Wir sehen hier auch, die Rohre sind einfach dünner, wir haben Hydroforming, Mechanical Forming, wir haben eine Anbindung hinten für eine Ständeraufnahme nach dem Flat Mount Standard, wie wir es auch schon in anderen Modellgruppen, zum Beispiel im Gravel, verwenden. Wir machen auch weiterhin den Size Split, dass wir Größen in 27,5 Zoll Laufradgröße und auch als 29er anbieten. Wichtig ist hier, auf dem Display sehen wir die 29 Zoll Versionen. Bei 27,5 Zoll haben wir, um noch eine bessere Überstandshöhe zu generieren, den bekannten Bogen hier im Oberrohr. Bei den 29ern konnten wir das in einer Linie durchführen. Es gibt für viele Modelle auch noch Allroad-Optionen. Hier sehen wir schon ein kleines nettes Detail, ein Upgrade für 2022, unser neues Acid-Schutzblech mit dem integrierten Rücklicht. Also wir starten hier mit mechanischer Scheibenbremsanlage und hier in den Modellen EASE, EXC und aufwärts sehen wir auch, wir haben hier auch schon ein Taper-Steuerrohr, also noch bessere Steifigkeit, 1,5 Zoll unten, 1,1 Zoll oben. Es werden auch maximal noch Zweifachübersetzungen verwendet, also hier der Trend setzt sich auch fort, dass man eben mit 2 oder sogar nur einem Kettenblatt und entsprechend großer Bandbreite hinten an der Kassette alle gewünschten Übersetzungen realisieren kann. Hier Modell EASE auch schon in dem Shimano Acera Setup. Es geht dann noch eine Stufe höher. Im Modell Pro haben wir dann schon RockShox Federgabel und auch Alivio Schaltgruppe drauf. Es gibt das Ganze natürlich auch als Allroad. Wir sehen hier die blaue Farbversion und dann noch eine Stufe höher haben wir einmal Race, was dann auch mit einer Shimano 2x11 Deore Übersetzung kommt und noch eine Stufe höher Access SL, das Ganze dann ausgestattet mit SRAM und zwar mit der NX Eagle, also hier reden wir von einer 1x12 Übersetzung und das Ganze auch mit RockShox Judy Federung an der Front, bei den ganzen Gabeln natürlich auch immer ein Lenker-Remote mit inklusive. Wenn wir zu den Carbon-Modellen kommen, C62, da steht wieder 62 für den Fasergehalt in diesem Carbon-Mix. Wir reden hier Rahmengewicht von etwas über 1 Kilo eben und haben die Modelle auch nochmal im Detail upgraded, vor allem was die Laufräder angeht. Hier Modell Pro kommt jetzt mit einem Anser A-Tech Laufradsatz und ganz neu im Modell SL, was dann auch schon mit der Fox Federgabel und Carbon-Kurbel kommt, die neue Generation von Newman mit dieser Laufrad-Baugruppe XA25 Evolution, also 25 steht hier auch für die Innenweite der Felgen, da geht der Trend auch eben auf etwas weitere Felgen, um dem Reifen das entsprechende Volumen, Traktion und Komfort zu bieten. Also hier in Aluminium und in Carbon, überall Neuerungen, überall Verbesserungen vom Modelljahr 22. CMPT ist bei uns das Kürzel für Competition Series und beinhaltet die Baugruppen AIM, Analog, Attention und Acid. Und alle Rahmen aus dieser CMPT-Serie haben für Modelljahr 22 ein komplettes Makeover bekommen. Also sie sehen schlanker aus, sie sind leichter und mit schönen, netten Details ausgestattet. Wir starten hier schon mal mit dem Modell AIM, haben hier noch ein normales 1,8 Zoll Steuerrohr, aber wir sehen schon, wir haben alle Anbindungspunkte für unser Acid-Zubehör, was auch Schutzblech-Gepäckträger angeht.
Zu vielen Versionen gibt es auch immer eine Allroad-Variante, also die Ausstattung, wie wir es hier sehen, mit Licht, mit Gepäckträger, mit Schutzblechen. Auch nettes Detail, was wir hier bei dem Allroad sehen, haben eine neue Ständeraufnahme nach dem Flat-Mount-Standard, wie wir es zum Beispiel auch schon aus unserem Gravel New Road Modell kennen. Und auch nettes Detail, eben im Schutzblech hinten integriert unser neues formschlüssiges Rücklicht. AIM Pro hier oben, wir sehen es, hat schon Taper-Steuerrohr, also von 1,5 Zoll auf 1,8 Zoll konisch zulaufend. Dann auch AIM Race, zusätzlich als neues Modell auch in der Version als Allroad. Nochmal zusätzlicher Preispunkt mit dieser Vollausstattung. AIM EX auch ganz spannend, denn das ist das erste Modell, was wir schon in einer Einfachausstattung anbieten. Also hier haben wir von Shimano Deore Baugruppe mit einer Kassette 1x10 bis 46 Zähnen abgestuft. Das Ganze geht dann weiter mit dem Attention. Wir sehen hier schon RockShox Judy, auch schon in der Version mit Aluminiumstandrohren, mit Luftfederung. Wahlweise hier Attention, das sind 2 Kettenblätter vorne, 2x10 und Attention SL dann schon als erstes Modell, was eine Shimano 1x12 Schaltung hat. Also hier haben wir eine Abstufung von 10 bis 51 Zähnen hinten an der Kassette. Die 2 weiteren Modelle in dieser CMPT-Serie, die Sie noch ergänzen, sind einmal das Analog, ist positioniert zwischen AIM und Attention. Wir sehen hier, im Gegensatz zum Attention, was jetzt in dem Shimano-Setup kommt, haben wir hier SRAM SX, also auch schon eine 1x12 Technologie, das Ganze mit RockShox Judy Federung und Shimano Bremsanlage und on top nochmal überhalb von den Attention Modellen als Abschluss dieser CMPT Serie unser Modell Acid, auch in 2 Farbversionen erhältlich, das Ganze dann schon wieder mit RockShox Judy Luftfedergabel und SRAM NX Eagle 1x12 Technologie im Antrieb. Wenn es um die ultimative Performance und um Höchstgeschwindigkeit auf der Straße geht, führt kein Weg am Lightning C68X vorbei. Der Rahmen mittlerweile unterwegs auf der Tour de France, Etappensieg beim Giro d'Italia, eine wirkliche Wettkampfmaschine. Wir sehen hier die 2 Versionen, die mit SRAM-Ausstattung kommen. Also wir haben immer C68X, unser wirklich hochwertigstes Rahmenmaterial, hochwertigste Fertigungstechnologie im Carbon. Auch immer das Ganze komplett mit integrierter Lenkervorbaueinheit und auch mit der aerodynamischen Carbon-Sattelstütze, die aber über das Layup doch einen sehr guten Langstreckenkomfort generiert. SRAM hier mit AXS-Technologie, also wir reden von komplett kabelloser, funkgesteuerter Schalttechnologie, 2x12 jeweils. Einmal hier das Setup mit einer kompletten SRAM Force AXS-Gruppe und beim SL sehen wir die komplette Red AXS-Schaltgruppe nochmal ein Step höher. Auch was die Laufräder angeht, hier 2 Neuerungen. Im Modell Pro, wie wir sehen, Newman Laufräder, Carbon natürlich, das Ganze mit dem Zusatz Stream. Stream heißt hier, wir verwenden sogar CX-Ray Messerspeichen, sehen hier am Vorderrad auch asymmetrische Einspeichung und auch beim Modell SL ein neuer Laufradsatz von Mavic, der Cosmic 45 Carbon. 45 steht hier auch für die Bauhöhe. 50 mm ist er hier bei diesen Stream-Versionen. Wir haben auch noch andere Kombinationen in den Modellen Race und SLT. Da kombinieren wir sogar 50 mm an der Front und am Hinterrad gehen wir auf eine 65 mm Felge. Ja, die Modelle Race und SLT sind Modelle, die mit einer Shimano-Ausstattung kommen, hier auch neueste Technologie. Da müssen wir euch aber noch ein bisschen auf die Wartebank setzen. Klickt auf www.cube.eu,
Anfang September folgen hier die News zu diesen zwei Modellen. Im Modelljahr 2022 geht unsere Agree-Plattform in eine komplett neue Generation. Alles neu, Rahmen, Gabel, wir haben neue Lösungen an der Sattelstütze, Steuersatz, Kabelintegration, Lenker, Vorbau, teilweise auch in einer Einheit, also von vorne bis hinten komplett überarbeitet. Wir bleiben beim bewährten C62-Rahmen, also ein Material mit 62% Fasergehalt. Auch die Geometrie orientiert sich ganz stark am Vorgänger. Wir wollen immer wieder dieses ausgewogene, langstreckentaugliche Komfortgefühl vermitteln. Das Ganze natürlich gepaart mit aerodynamischen Eigenschaften, wo auch viel Input aus Baureihen wie Lightning oder sogar Aerium im Triathlon- oder Zeitfahrbereich eingeflossen ist. Der Rahmen wiegt ca. 1050 bis 1100 Gramm. Das Ganze gepaart natürlich mit einer Vollcarbongabel. Wir haben 12 mm Achsen vorne und hinten. Wirklich neu auch die Sattelstütze, die erstmals hier im Agree eine aerodynamische Form hat mit einer voll integrierten Sattelstützklemmung. Durch das Carbon-Layup aber auch so gestaltet, dass es guten Langstreckenkomfort vermittelt. Integration ist natürlich der Schlüssel zu einer guten Aerodynamik und das Ganze findet vor allem hier vorne statt. Klar, wo der Wind aufs Fahrrad trifft, da muss sich die Stirnfläche und alle Störelemente reduzieren. Wir sehen hier die Version mit dem Cube eigens entwickelten Aluminiumvorbau. Also wir haben noch einen Standardlenker mit einer runden Klemmform, gehen hier unterm Lenker unter diesem speziell entwickelten Vorbau entlang und dann in den Steuersatz hinein, in die Gabel, in den Rahmen. Also die Züge verschwinden hier fast komplett. Noch eine Stufe höher gehen wir bei den Modellen SL und SLT. Hier haben wir eine komplett neu entwickelte Lenker-Vorbau-Einheit aus Carbon, ähnlich wie in der Lightning-Baureihe. Hier haben wir wirklich voll integrierte Züge. Bis auf das Modell Agree hier werden sowieso alle Modelle elektronisch geschaltet, also die Anzahl der Außenhüllen und Kabel ist hier sowieso schon reduziert und dieses Rahmensystem spart im Vergleich zum Vorgänger 10 Watt, was wirklich ein immenser Unterschied ist, den man auch deutlich spürt beim Fahren. Die Ausstattungen beginnen von einer Ultegra 2x11 Schaltung, das Rad, was hier noch mechanisch geschaltet ist, dann über die komplett neue Rival AXS, also hier SRAM-Technologie mit drahtloser Funkschaltung und geht dann übers SL-Modell mit Force AXS bis hoch zum Modell SLT, was dann nochmal mit Carbonlaufrädern auch die Aerodynamik verbessert und nochmal das Gewicht senkt. Wenn ihr euch fragt, wo sind hier die Modelle Race und SLT, hier sagen wir, Vorfreude ist die schönste Freude. Hier werden noch Videos folgen. Stay tuned auf www.cube.eu. Die nächsten News hierzu folgen Anfang September. Bei den Axial-Modellen sind wir denselben Weg gegangen wie zum Beispiel auch beim Attain oder beim New Road. Wir haben die Modellpalette erweitert und zwar hier eine Option, die mit Schnellspann, Ausfallenden vorne und hinten kommt. Wir starten hier mit einer Shimano Claris Ausstattung, also 2x8-Gang, das Ganze gepaart hier mit einer Tektro mechanischen Scheibenbremse, gehen dann weiter. Axial Pro mit Shimano Sora Schaltgruppe, also hier haben wir 2x9-Gang mit TRP Spire Bremsanlage, also eine mechanische Scheibenbremse, die aber wirklich über beide Kolben betätigt und für jeden Geschmack was dabei. On top dann auch Ausstattung mit kompletter 105er Shimano Gruppe, also hier reden wir natürlich schon von 2x11-Gang und auch von einer hydraulischen Scheibenbremsanlage. So viel zu den Aluminiummodellen. Das Ganze gibt es natürlich dann auch nochmal in 2 Qualitätsstufen in Carbon. Axial GTC startet hier auch mit Shimano 2x11-Gang mit 105er Schaltkomponenten. SL geht dann noch eine Stufe höher mit Shimano Ultegra, aber ist immer noch hier GTC-Rahmen, also Gewichtsklasse auch so um die 1200 Gramm. Und on top
was ganz Neues, was Rahmensystem angeht, aber auch viele Neuerungen, was Ausstattung angeht. Schauen wir erstmal auf die Ausstattung. Wir haben hier beim neuen C62 Axial die SRAM Rival Schaltgruppe, also AXS-Technologie, heißt komplett ohne Kabel, eine elektronische, funkgesteuerte Schaltung mit 2x12-Gang und vor allem der Rahmen, oder man muss sagen, das ganze Rahmensystem ist auch komplett neu. Fokus auf Aerodynamik, und Aerodynamik wird vor allem auch durch Integration erzeugt. Hier sehen wir einen ganz deutlichen Unterschied zum Vorgänger. Also wenn wir anschauen, dieser eigens entwickelte Vorbau, den wir an dem Modell haben, mit der Kabelintegration, die komplett in den Steuersatz, in den Rahmen, in die Gabel reingeht. Also man sieht hier eigentlich keine freiliegenden Kabel mehr. Erstmal natürlich ein ästhetischer Gesichtspunkt, aber auch von der Aerodynamik. Es spart natürlich einige Watt. Nettes Detail hier, was wir sehen, was auch im Lieferumfang beinhaltet ist und sogar auch nochmal, wir haben das Ganze sogar nachgemessen, aerodynamische Vorteile bringt. Diese Storage Box, die ist abnehmbar, man kann die aber auch nutzen, dass ich eben, sage ich mal, Energieriegel oder Ersatzschlauch etc., eine kleine Windweste und so hier schön verstauen kann, ohne dass ich mir die Trikottaschen überfüllen muss. Also eben auch in diesem Road Lady Bereich wirklich viel Innovation und neue Modelle. SL Road Baureihe kombiniert die klare Optik eines Flatbar Bikes mit einigen Einflüssen, die mittlerweile auch aus dem Gravel Bereich kommen und hier wirklich perfekt dazu passen und perfekt verschmelzen. Beim SL Road verwenden wir in allen Versionen immer schon eine Carbongabel. Wir paaren das Ganze natürlich mit Aluminiumrahmen hier im Basismodell. Wir haben aber schon eine komplett hydraulische Bremsanlage hier von Tektro und haben eine Shimano Claris 2x8 Antriebsgruppe. SL Road Pro, ja, da sieht man schon ein bisschen den Einfluss aus dem Gravel auch, denn es kommt die GRX Schaltgruppe in dieses Modell, auch von Shimano, natürlich hydraulische Scheibenbremsen, und wir sehen auch hier bei den Reifen Schwalbe G1 Allround im 40 mm Format, perfekte Symbiose aus Speed und aus Komfort. Das Modell Pro gibt es nicht nur eben in einer anderen Rahmenversion, sondern auch als FE-Modell. Wir sehen also auch hier Schutzbleche perfekt integriert mit dem passenden Acid-Gepäckträger. Die ganzen Verschraubpunkte sind bei den normalen Bikes komplett versteckt, aber ich kann sie eben nutzen, um hier das Rad auch in idealer Weise auszurüsten für Commuting oder für längere Touren, wo ich Packtaschen verwende. Das Thema FE, Full Equipped, gibt es nicht nur hier beim Pro, was GRX 2x11 ist, sondern auch beim nächsten Modell, beim Race, was dann ein GRX Shimano 2x11 ist. Also hier auch die Option auf eine Vollausstattung FE mit diesen Acid-Bauteilen zu gehen, die perfekt an den Rahmen passen. Ja, wenn es dann zu den leichten, ganz sportiven Modellen geht, einmal SL, ist das letzte Bike, was dann eben in diesem HPA High Performance Aluminium gebaut ist. Hier kommen eher schon Bauteile aus dem wirklichen Rennrad zum Einsatz, nämlich eine Ultegra Schaltgruppe mit den Flatbar Shiftern und auch passender hydraulischer Scheibenbremsanlage, und über SL dann SLT, was ganz Neues innerhalb dieser Baureihe. Wir verwenden das erste Mal einen C62 Vollcarbonrahmen, also Rahmengewicht bei 1050, 1100 Gramm je nach Rahmengröße, super leicht, super hochtechnisch im Twin-Mold-Verfahren gemacht. C62 steht auch wieder für diesen erhöhten Faseranteil von 62% und natürlich mit Carbongabel. Alle Carbongabeln übrigens auch noch ausgelegt für das Upgrade auf einen Lowrider. Also ich kann vorne sogar noch mal 10 Kilo Gepäck ausbalanciert mitnehmen, wenn ich das eher Richtung Bikepacking ausrichten will. Beim SLT ist es wahrscheinlich eher das spartanische, ganz speedorientierte Bike
kommt hier auch mit einer GRX 2x11 Ausstattung, also Aceroad als ganz cleanes Flatbar-Bike, jetzt dann für 2022 auch in einer Version in C62 Carbon. Gravel erfreut sich immer noch einer ungebrochenen Beliebtheit. Deshalb haben wir auch unsere New Road Palette nochmal erweitert. Bisschen dasselbe Spiel, was wir auch schon beim Attain oder auch beim Axial gemacht haben, haben den Rahmen hier in der Aluminium-Version noch eine Option mit Quick Release, also mit Schnellspanner vorne, hinten zur Seite gestellt, um hier einen ökonomischen Einstieg in diese Serie zu schaffen. Auch ein kleines Detail, was das New Road von den anderen Modellen unterscheidet hier in der Serie ist, wir haben hier noch eine ganz normale runde Sattelklemmung. Ab dem Modell Pro arbeiten wir schon hier mit dieser schönen integrierten Sattelklemmung im Bereich des oberen Sitzrohrabschlusses. Auch die Farboptionen sind noch größer geworden. Hier haben wir auf der zweiten Ebene das Modell Pro. Es ist auch so, dass diese gedeckte Farbversion immer als sportives Modell ohne Schutzbleche und sowohl hier auch als eher commuting-orientiertes FE Full-Equipped Modell erhältlich ist und als reine nackte Gravel-Version dann eben die zweite Farboption. Hier haben wir noch das Modell EX, bleibt wie gehabt ein Shimano GRX 1x11 Antrieb, ist ein bisschen progressiver, auch was die Reifenwahl angeht. Bei New Road oder bei New Road Pro arbeiten wir mit 40 mm. Hier im New Road EX haben wir den WTB Riddler in 45 mm, ist schon aus Modelljahr 21 von den Carbon-Modellen bekannt. Und on top dann, was die Aluminium-Bikes angeht, hier noch Race FE und einmal Race in der blanken Version. Hier auch wieder zwei Farboptionen und die gedecktere, ja, konservativere, bisschen stylische, dunkle Version dann eben als FE-Modell. Das Ganze dann mit GRX Zweifachantrieb. Dann zu den New Road Carbon Modellen. Wir sind hier weiterhin bei C62 Layup. 62 steht immer für den Fasergehalt in diesem Verbundwerkstoff. Rahmengewicht ca. 1100 Gramm, also ein sehr potenter, sehr leichter Rahmen. Natürlich das Ganze auch mit einer konischen Vollcarbon-Gabel. 12 mm Steckachse vorne, hinten ist auch Stand der Dinge. Wir starten hier wieder mit dem Modell Pro, wie wir sehen, mit einem Shimano GRX Einfachantrieb, also 1x11. Modell Race hier ist Nummer 2. Das Ganze dann schon mit Newman Laufradsatz und GRX 2x11, also wie der Name GRX schon andeutet, ist eine sehr Gravel-spezifische Gruppe, was die Übersetzung angeht. Und Modell SL ist ein bisschen von der Ausstattung angepasst worden, denn wir haben auch von den Komponenten einfach mehr Auswahlmöglichkeiten. Es bleibt ein komplett elektronisch, drahtlos, kabellos geschaltetes System von SRAM, aber wir kombinieren hier die komplett neue SRAM Rival Schaltgruppe, also aus dem Road Gravel Bereich, mit der neuen GX Eagle AXS Technologie. Also wieder eine Hybridlösung. Wir haben Komponenten ja, für den Rennlenker, Gravel-Road-Bereich und eine Übersetzungsbandbreite, die hier wirklich dem Mountainbike-Bereich entsprungen ist. Haben hier von 10 auf 50 Zähne, also volle 500% Übersetzungsbandbreite, wo man auch wirklich die steilsten Anstiege damit hochkommt. Wir haben auch diese Palette erweitert. Es wird ein viertes Modell geben. Zu dem Modell SLT werden wir in Kürze noch ein Video nachschießen, da könnt ihr euch drauf freuen. Die Crossrace-Plattform für Modelljahr 2022 ist gesplittet eigentlich in 3 Unterbereiche. Wir starten wieder mit den Crossrace-Modellen in Aluminium, die wir letztes Jahr eingeführt haben. Crossrace hier mit 2x10 Shimano Tiagra Ausstattung, das Ganze mit mechanischer Scheibenbremse. Natürlich schon mit Carbongabel. Die Modellversion Pro kommt dann schon mit Shimano 2x11, also man kombiniert hier Baureihe 105 und Teile der Ultegra RX Schaltgruppe mit dem Schaltwerk, was eben die große Schaltkapazität hat.
Dann das Ganze mit dem bekannten C62 Rahmen, also schon Carbon, wir reden hier Gewichtsklasse 1050, 1100 Gramm, je nach Rahmengröße. Das Ganze natürlich auch wieder mit Vollcarbongabel. Hier starten wir mit Ultegra 2x11, das Ganze logischerweise schon mit einer hydraulischen Bremsanlage. Dann eine Stufe höher hier eben in der Teamline Farbe. Das Ganze mit einer 1x11 Ausstattung, auch mit der bekannten Easton EC90 Carbon-Kurbel, mit einer der leichtesten Kurbeln. Hier auch mit unserer Cube-eigenen Kettenführung. Minimalistisch, sehr leicht, aber bietet eben für diesen Einfachantrieb nochmal ein Plus an Sicherheit. Und die wahre Innovation, die natürlich auch aus dem Engagement resultiert, was wir in unsere Teams stecken, also Team Thormanns auf internationaler Ebene oder national gesprochen mal das Team Schamel, eher so auch auf Nachwuchsförderung aus. Also Cyclocross spielt eine ganz große Rolle und hier kommt unser neues Topmodell Crossrace C68X zum Tragen. C68X sagt schon, es ist wirklich die hochwertigste Fertigungstechnologie, die hochwertigste Materialgüte, die wir im Carbon einsetzen. Und hier sind die Rahmengewichte nochmal geringer bei hoher Steifigkeit. Also wir reden hier bei einem Rahmen in mittlerer Größe deutlich unter 900 Gramm Rahmengewicht. Also wirklich nochmal ein Quantensprung. Und natürlich das Thema Integration spielt hier auch eine ganz große Rolle. Wir haben eine Rundstütze im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Rennrad im Agree, haben das Ganze aber auch mit einer voll integrierten Klemmung. Also hier ist eher so das Thema noch Komfort natürlich wichtig. Deshalb geht man hier auf eine runde Stütze, die noch mehr Flex bietet. Aber im Bereich der Front teilt sich dieses Rad auch die Lenkervorbaueinheit aus Carbon mit dem Agree zum Beispiel. Also wir haben hier Lenkervorbau komplett aus einem Teil gefertigt und komplett integrierte Zugführung. Geschaltet wird meistens nur noch elektronisch, egal ob kabelgebunden oder mit SRAM-Ausstattung, dann schon komplett drahtlos mit AXS-Technologie. Und ein Detail bei dem Rad auch noch, man sieht es hier, neue Generation von Laufrädern, alles was Newman Advanced mit dem Zusatz Stream ist, hat erstmal für Modelljahr 22 CX-Ray Messerspeichen, nochmal ein kleines Upgrade, optisch, aerodynamisch und auch gewichtstechnisch nochmal eine Stufe höher. Man hat auch immer die Möglichkeit hier auf ein komplett integriertes Tubeless-Ventil, was Newman entwickelt hat, umzurüsten. Das Thema Tubeless wird natürlich auch im Cyclocross immer populärer. Da geht man teilweise auch schon von den Tubular-Reifen weg und nutzt so ein Schlauchlossystem, was dann auch über Dichtmittel vor Durchschlägen noch mehr Sicherheit bietet oder vor Durchstichen. Also hier komplette Bandbreite von Aluminium über C62 hin bis zum Topmodell in C68X. Crossrace, für jeden was dabei in 2022. Die Nature-Plattform wartet mit vielen interessanten Details an den Rahmen auf. Wir sehen hier im Bereich Steuerrohr und Sitzrohr Smooth Welding. Also die Schweißnaht ist wesentlich glatter, das ist eigentlich eine zweite Schweißnaht, die nochmal mit einem dünneren Schweißgut über die erste drüber gelegt ist. Sieht schön aus und bringt natürlich auch Stabilität. Hier am Steuerrohr sehen wir auch, wir haben ein Tapered, ein konisches Steuerrohr mit voll integrierten Lagersätzen. Also hier laufen Industrielager im Steuersatz. Auch technische Features hier am Hinterbau. Kettenstreben haben einen Hydroforming-Prozess durchlaufen, bieten Platz bis 55 mm Reifen. Wir verbauen hier in Serie den Schwalbe Land Cruiser in 50, aber wer es ein bisschen breiter noch, komfortabler haben will, kann das auch noch ausrüsten. Natürlich auch die klassischen Anbindungspunkte für Acid-Zubehör, für den Gepäckträger oder für die Ständeraufnahme, ist alles am Rahmen. Basismodell Nature hier startet mit einem 3x8 Setup, also 24 Gang Kettenschaltung. Wenn wir dann zum Nature Pro schauen, sind wir schon im Bereich 3x10 und es fällt auf im Vergleich zum Vorjahr kleine Updates, Upgrades
XT Schaltwerk hier und auch eine zweiteilige Shimano Kurbel, also Holotech 2 Technologie mit einer hohlen 24 mm Welle, was noch Gewicht spart und Stabilität bringt. Gewicht spart hier auch beim Modell EXC die Federgabel. Wieso? Einmal, es ist eine luftgefederte Gabel und wir sehen hier schon an den Standrohren, die sind aus Aluminium und nicht aus Stahl. Hier NCX von Suntour spart nochmals Gewicht. Und dann on top Nature SL, hier auch Shimano komplett XT, also alle Bauteile, was Schaltung, was Bremse betrifft, XT on top von dieser Bauserie. Egal ob in der Stadt oder auf Tour übers Land, die Travel Bikes fühlen sich in beiden Lebensräumen wirklich wohl. Es sind Bikes wirklich, die Kilometer fressen, sie sind sportiv, leicht, trotzdem komfortabel, aber auch ganz bewusst mit einer Starkgabel, aber man hat alles an Bord, was man braucht: Lichtanlage, Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer. Beim Travel Basismodell haben wir Upgrades einfließen lassen, ähnlich wie beim Hyde, und zwar eine Alivio Kurbel, eine zweiteilige Kurbel, also mit Holotech 2 Technologie, ebenfalls Alivio Schalthebel und noch ein Upgrade für Modelljahr 22, jetzt eine MT200, also Shimano hydraulische Scheibenbremsanlage. Unser Modell Pro ist dann schon eins mit Riemenantrieb und mit Nabenschaltung, also hier der Rahmen mit diesem Split Dropout, wo der Riemen eingeführt werden kann. In dem Fall hier eine Nexus 8-Gang Nabenschaltung. Die beiden Modelle hier auch ganz bewusst mit dem Schwalbe All-Motion Reifen mit sehr viel Volumen, mit sehr viel Komfort. Ab dem Modell EXC gehen wir dann hier auf den Schwalbe Marathon Mondial, also etwas schmäler, etwas sportiver, etwas schneller noch. Und beim EXC dann auch die L-Fine 8-Gang Nabenschaltung, hier schon in Kombination mit dem Gates CDX Riemen und on top dann beim SL-Modell das Ganze mit der L-Fine, aber hier in der Top-Version mit 11 Gängen. Bei keiner anderen Modellreihe innerhalb der Tracking-Serie haben wir so viel Innovation reingebracht wie beim neuen Kathmandu. Der Rahmen ist wirklich von vorne bis hinten komplett überarbeitet. Es gibt fast keinen Vergleich mehr zum Vorgänger. Wir sehen, wir haben bei dem Rahmen mittlerweile kein Schnellspannausfallende mehr, sondern wir sind ja auf ein X12-System gegangen, eben mit 142 x 12 mm Steckachse. Auch ein Detail am Hinterbau: wir verwenden jetzt eine Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, also wie sie auch im Gravel oder im Road-Bereich verwendet wird. Was man auch sieht am Rahmen, es ist an einigen Knotenpunkten Smooth Welding dazugekommen, also wo nochmal eine zweite Schweißnaht drüber gelegt wird, das erstmal ästhetischer aussieht, es ist glatter, aber bietet auch mehr Steifigkeit, mehr Stabilität. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch der neue integrierte Carrier, IC 3.0 Integrated Carrier. Erstmal natürlich auch aus optischen, ästhetischen Gesichtspunkten. Das ganze Teil gehört wirklich mit zum Rahmen dazu. Es ist hier auch natürlich in Radfarbe lackiert, nimmt perfekt die Schutzbleche auf und ja, bietet auch durch diese verschweißte direkte Anbindung einfach mehr Stabilität als eine aufgeschraubte Lösung. Nettes Detail auch hier hinten, stoßgeschützt integriert in diesen IC 3.0 ein zusätzlicher Reflektor, nochmal für mehr Sicherheit. Ein kleines Detail, was die Schutzbleche angeht, hier natürlich von der hauseigenen Marke Acid. Die sind aus 100% Recycling-Kunststoff hergestellt. Wenn wir die Ausstattungen anschauen, wir starten beim Modell Pro hier in 2 Farbversionen. Das Ganze schon mit einer Suntour Luftgabel und Shimano 3x10 Ausstattung, hier schon mit einer Holotech 2 Kurbel, also zweiteilige Kurbel mit einer hohlen Welle, mehr Steifigkeit, weniger Gewicht und XT Schaltwerk. Wenn wir zum EX schauen,
ist ebenfalls XT-Schaltwerk verbaut, aber das Ganze auch schon gepaart mit einer Shimano XT-Kurbel. Ganze natürlich auch wieder mit einer Luftgabel von Suntour und on top Kathmandu SL. Da haben wir dann eine komplette Shimano XT-Gruppe, also inklusive der Bremsanlage und Schalthebel etc. Und das Ganze eben gepaart auch mit der RockShox Paragon-Gabel, auch natürlich eine luftgefederte Gabel, die aber durch die Aluminiumstandrohre auch nochmal Gewicht spart bei diesem Topmodell SL. Cube Touring sind wirklich ganz flexible Allrounder und haben eine riesen Modellauswahl. Wir haben viele Farbversionen und beim Touring natürlich auch immer 3 Rahmenversionen verfügbar. Wir haben den Tiefeinsteiger, wir haben Trapezrahmen und wir haben die ganz normale Version mit dem Herrn Oberrohr. Wir starten hier beim Touring mit einer Shimano 3x8 Ausstattung. Dieses Modell hier mit Felgenbremse. 3x8 Shimano Ausstattung haben wir dann ebenfalls beim Modell Pro, aber das Ganze dann schon kombiniert auch mit einer Shimano MT200 hydraulischen Scheibenbremsanlage. Nette Details, die sich eigentlich wie ein roter Faden durch alle Modelle hier ziehen, sind natürlich auch immer die Anbauteile. Also diese Acid-Schutzblech, Gepäckträger-Kombi ist immer schön integriert. Wir nennen dieses Semi-Integrated Carrier. Also die Anbindungspunkte sind richtig schön clean versteckt. Ich habe hier eine Unterlaufstrebe, also ich habe hier keine feste Anbindung mehr, die optisch stören würde, aber habe trotzdem die volle Zuladungsmöglichkeit an meinem Gepäckträger. Bei dem Modell EXC, wir sehen es ja auch als Tiefeinsteiger in Farbversion 1 und in Herrenversion Farbversion 2, gehen wir dann von der Ausstattung noch eine Stufe höher. Wir haben ebenfalls MT200 Shimano Scheibenbremsanlage, also auch ein voll hydraulisches System, aber hier dann schon mit einer 3x10 Gang Shimano Deore Ausstattung am Antrieb. Die Interpretation von einem eleganten und modernen Tiefeinsteiger heißt bei Cube Ella. Wir splitten die Sache auf. Wir haben einmal Ella Ride, das heißt eine 3x8 Kettenschaltung und dann auch jeweils in der zweiten Farbversion Ella Cruise. Cruise bedeutet hier Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung. Die Räder sind natürlich sehr stylisch abgestimmt, also hier hat man wirklich auf jedes Detail geachtet, vor allem farblich. Es sind die Griffe, Sattel, auch die Außenhüllen zusammenpassen mit diesen cappuccino-farbenen Reifen. Little Big Ben übrigens von Schwalbe, gute Kombination aus Volumen, aber auch einer Breite, die noch schön schnell läuft. Und natürlich hier auch Ton in Ton mit dem Kettenschutz. Und ganz wichtiges Feature, sieht nicht nur gut aus, sondern bringt auch wirklich was vom Fahrverhalten, unser Integrated Carrier. Also der ganze Gepäckträger ist Teil des Rahmens und stabilisiert natürlich, vor allem bei so einem Tiefeinsteigerrahmen, das Ganze nochmal, auch wenn ich jetzt hinten Beladung drauf habe, Korb oder Taschen, fährt das Rad wirklich schön stabil, auch als Tiefeinsteiger. Wir sind hier bei Hyde und Editor und somit bei den stylischen, sportiven Bikes für den urbanen Einsatzbereich. Ohne Schnickschnack, ganz clean. Hyde startet weiterhin als Kettenschaltungsmodell, 3x8 Gang. Kleine Upgrades auch zum Vorgänger. Wir haben jetzt hier eine zweiteilige Alivio Kurbelgarnitur und auch Alivio Schalthebel. Und der Nabensatz ist hier Shimano Acera. Dann zu den riemengetriebenen Bikes, die alle mit Gates CDX Riemen laufen. Wir starten hier mit dem Pro-Modell, mit der Nexus 8 Schaltung und der MT200 Bremsanlage, also hydraulische Scheibenbremse. Noch eine Stufe höher, hier beim Modell Race haben wir eine L-Fein 8-Gang Nabenschaltung. Wir sehen hier auch die ballonartigen Reifen bei den 2 Basismodellen und dann hier die G1, die eigentlich schon aus dem Gravel-Bereich kommen, bei Editor und bei Hyde Race. Und noch eine Besonderheit hier beim Editor, beim Topmodell, da haben wir auch schon diese zweiteilige leichte Aluminiumkurbel von Gates. Die kleinsten bei Cube starten standesgemäß auf einem QB 120, heißt also 12 Zoll
Laufräder. Wir bieten das Ganze in verschiedenen Farboptionen an, aber auch in verschiedenen Ausstattungsoptionen. Wir haben die Option Walk, also wirklich als reines Laufrad, und wir haben das Ganze aber auch mit einem Eingangantrieb. Was ist wichtig bei so einem Rad natürlich? Es muss leicht sein. Wir haben einen Aluminiumrahmen, wir haben eine Aluminiumgabel dafür entwickelt, Aluminiumvorbau, alles eben aufs Leichtgewicht getrimmt. Wir sehen hier auch bei dem Modell, wir haben Vorder- und Hinterbremse, hinten arbeiten wir mit einem Rücktritt. Das Ganze auch hier mit unserem Chain Glider, also um hier Schutz zu bieten und natürlich auch farblich abgestimmt. Wir haben Teamversionen, wir haben das Ganze aber auch hier sehr elegant mit diesen Schoko-Cappuccino-farbenen Reifengriffen, alles aus einem Guss, dass eben auch die Kleinsten schon hier richtig stylisch unterwegs sein können. Auch der QB 160 Baureihe haben wir für Modelljahr 2022 Ergänzungen zukommen lassen. Allen Modellen ist gleich der Aluminiumrahmen. Wir verwenden auch bei allen Modellen den Hebi Chain Looper, der hier eben nochmal für extra Sicherheit sorgt. Es gibt weiterhin 3 Farboptionen für das Modell mit einer Felgenbremse am Vorderrad und mit Rücktritt. Die wirkliche Neuerung sind hier die 2 QB 160 Modelle, die wirklich wie ein kleines Mountainbike und noch sportiver getrimmt sind. Nämlich, wir sehen, die Modelle kommen wirklich mit einer Freilaufnabe und mit 2 V-Brakes, also Felgenbremse vorne und hinten. Hier auch sehr leichte, sehr leichtgängige Modelle und auch von der Hebelergonomie so einstellbar, dass es eben für die kleinen Pilotinnen und Piloten perfekt greifbar ist. Was wir sowieso schon machen, wir verwenden hier kleinere Lenker und kleinere Griffdurchmesser, was auch eben der Ergonomie zugutekommt. Und bei dem Rad auch noch 2 Features, die das Gewicht nochmal nach unten bringen. Nämlich es ist die Aluminiumgabel zusätzlich zu dem Aluminiumrahmen. Und wir sehen es hier auch schon ganz markant. Billy Bonkers Reifen aus der Schwalbe Performance Serie. Also man hat hier schon einen Addix Compound, wirklich eine Gummimischung, die auch bei einem super hochwertigen erwachsenen Mountainbike zum Einsatz kommt. Also hier für den Nachwuchs auch volle Auswahl mit Felgenbremse, mit Rücktrittbremse, verschiedenste Optionen, verschiedenste Farbvarianten eben für den Nachwuchs für Modelljahr 22. Die Range an Bikes für den Nachwuchs ist wirklich riesig. Wir sehen hier nur eine Auswahl der 24 Zoll Bikes. Es gibt zu vielen Modellen jeweils sogar noch Farboptionen. Beginnend mit dem Acid 240 starten wir hier schon mit einer Shimano Schaltung. Das Ganze 1x7, das Ganze auch schon mit griffigen Reifen, mit Federgabel und als Option immer Allroad auch. Allroad heißt, ich habe eigentlich ein verkehrssicheres Bike, habe auch schon Schutzbleche, aber die ganz bewusst aus Kunststoff und auch ganz bewusst hier noch der Verzicht auf den Gepäckträger. Acid Disc kommt dann schon wirklich im Style von einem erwachsenen Mountainbike daher. Erstmal optisch natürlich, ja, mit diesen kompletten schwarzen Diskfelgen, der griffigen Bereifung, der Federgabel, aber auch technisch, denn wir haben hier auch einen 1x9 Antrieb. Wir verwenden hier Microshift Advent, also 1x9, aber mit einer guten Spreizung. Wir gehen hier bis auf 42 Zähne, um eben auch einen schönen Berggang zu haben. Das eine mal hier in Farboption 1 und natürlich in dieser ganz markanten Farbe der Action Rookies Action Team Dekor, komplett neu eben für Modelljahr 22. Anders als beim 240 Allroad haben wir beim 240 Street dann fest verbaute Schutzbleche und als Add-on auch noch den Gepäckträger für noch mehr Alltagstauglichkeit, genauso wie beim Allroad, auch hier beim Street natürlich der Ständer schon inklusive und das ganze Setup dann auch beim Ella verfügbar als Tiefeinsteiger-Version.
Wenn wir uns das Thema Kidsbikes anschauen, ist Gewicht immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir haben hier die 240 SL Modelle. Das Thema hier sehr leicht mit Felgenbremse, leichte industriegelagerte Narben. Wir haben leichte Bereifung, hier Billy Bonkers von Schwalbe, und wir haben auch noch mal weniger Speichen an den Laufrädern. Also Schwerpunkt wirklich, dass wir sagen, die rotierende Masse, die beschleunigt werden muss, möglichst gering zu halten und so ein leichtes und agiles Bike zu kreieren. Das ganze Setup hier kommt in Aluminium, also Aluminiumrahmen, Aluminiumgabel und hier Farboption natürlich auch Teamline, genau wie bei den erwachsenen Hardtails. On top dann zum Reaction SL noch ein Add-on. Wir bleiben weiterhin bei Felgenbremse, auch ein starkes Gewichtsthema, verwenden hier aber eine Carbongabel schon. Das Ganze gibt es auch noch in 20 Zoll. Wir sehen hier die 24 Zoll Version. Auch das Ganze, wie schon erwähnt, mit Microswift Advent Schaltgruppe. Also hier reden wir überall schon von Einmalantrieben, aber mit einer sehr schönen Übersetzungsbandbreite an der Kassette. Komplett neu für Modelljahr 22 im Bereich 24 Zoll, aber auch verfügbar in 20 Zoll. Reaction Pro. Selbes Thema wie Reaction SL. Wir kombinieren Aluminiumrahmen mit einer Vollcarbon-Gabel, aber hier nicht mit Felgenbremse, mit V-Brake, sondern mit Disc. Und wir verwenden hier auch einen Standard, wie er im Straßenrennsport zum Einsatz kommt. Einmal nämlich eine 12 x 100 mm Steckachse, die nochmal mehr Steifigkeit bringt und Gewicht spart. Und wenn wir uns die Bremszange anschauen, die ist nach dem Flat Mount Standard hier am Bike befestigt, wie wir es auch zum Beispiel bei einem Lightning Road Race Bike haben. Bei den Bikes hier auch schon immer unser Cube eigenes Cockpit mit verringerten Lenker- und Griffdurchmesser, um einfach für kleinere Hände die Ergonomie, die Bedienbarkeit von den Bremsen, von den Schaltgriffen zu verbessern. Der wirkliche Knaller oder die wirklichen Knaller für Modelljahr 22 stehen dann hier. Und zwar, wir gehen das erste Mal bei Cube überhaupt bei 24 Zoll in einen Vollcarbon-Rahmen mit einer Vollcarbon-Gabel. C62 steht wie bei allen Erwachsenen-Bikes auch für 62% Fasergehalt in dieser Carbon-Mischung. Standard sind eigentlich 60. Wir haben das Ganze nochmal erhöht, um weniger Harz, weniger Gewicht in dieses System zu bringen und das Ganze super leicht, super steif zu machen. Wir arbeiten hier auch mit Flat Mount Standard, nicht nur an der Gabel, sondern bei diesem Vollcarbonrahmen auch hinten am Ausfallende. Wir haben auch hinten eine Steckachse, also alles Technologie, wie sie bei einem Erwachsenenbike auch zum Einsatz kommt. Wir haben zwei Modelle. Wir sehen hier einmal das Pro. Beide kommen mit einer Einfachausstattung. Hier die bekannte Microshift Advent, gepaart immer mit einer eigens entwickelten Cube Action Rookies Kurbel. Sehr leichte Aluminiumkurbel, die von den Abmaßen, also von der Kurbellänge, von dem Q-Faktor, also dem Abstand der Kurbelarme, perfekt auf die Ergonomie von kleinen Pilotinnen und Piloten zugeschnitten ist. Und on top dann mit gleicher Farboption, ja mit gleichem Rahmen, gleicher Gabel, aber nochmal einer im Detail ausgefeilten Ausstattung, das Modell Eli 240 C62 SL. SL hier ganz klar für Superlight, denn wir reden von Gewicht deutlich unter 7 Kilo. Hier paaren wir eine SRAM GX 1x11 Schaltung mit einer super leichten E13 Kassette. Also die Spreizung reicht hier von 9 bis 34 Zähnen, ist also sehr kompakt, aber hat auch eine sehr weite Übersetzungsbandbreite, um nochmal Gewicht zu sparen. Also hier exemplarisch bei den 24 Zoll Bikes zu sehen, dass wir für jeden Einsatzzweck, für Alltagsgebrauch, aber fast schon wirklich für den puren Rennsport alles im Portfolio haben für Modelljahr 22. Auch für den Nachwuchs haben wir die
Palette der vollgefederten Bikes für 2022 nochmal ausgebaut. Stereo Rookie wird noch vielfältiger, verschiedene Laufradgrößen, verschiedene Federwege, verschiedene Materialien oder Materialkombinationen. Bekannt schon unser Stereo 240, also 24 Zoll, das Ganze mit 120 mm Federweg und ein wirklicher HPA, High Performance Aluminium Rahmen. Also hier an nichts gespart, auch wirklich mit 12 mm Steckachse, mit konischem Steuerrohr. Auch die Federelemente ganz speziell auf das leichtere Gewicht abgestimmt. Wir haben hier die Manitou J-Unit Gabel, die eben auch von der Sensibilität besser ist und auch beim Dämpfer der Radium Expert ein ganz leichtes Tune, auch von der Dämpfung, dass man eben den Federweg auch mit einem geringeren Gewicht ausnutzen kann. Das Ganze hier auch gepaart mit unserer eigenen Cube Action Rookie Kurbel, also eine sehr leichte Aluminiumkurbel, ganz spezifisch vom Q-Faktor und auch von der Kurbelarmlänge eben für kleinere Beine abgestimmt. Hier kombinieren wir das Ganze mit einer SRAM 1x12 Schaltung und sogar einer Kassette bis 42 Zähne. Das Ganze dann auch in dem neuen Modell, was sonst die gleichen Features hat, was jetzt die Federung angeht, wie unser bekanntes hier in der Action Rookie Farbe. Da das Ganze dann in Kombination mit einer Microshift Advent Schaltung, also auch 1x9 Übersetzung bei den Bikes. Auch schon bekannt, das Cockpit, was vom Lenker und vom Griffdurchmesser einfach verkleinert ist, dass für kleine Hände das Ganze ergonomischer ist. Dann geht es von 24 Zoll zu 27,5, unser Stereo 120 Rookie. 120 steht hier für den Federweg, das Ganze wird kontrolliert. Ein Luftfahrwerk von SR Suntour, also alles auch hier blockierbar. Ich kann hier vorne Federgabel auch einstellen, natürlich auch im Rebound, in der Zugstufendämpfung, dass ich hier halt wirklich volle Kontrolle habe, ein wirklich Trail-Ready Setup. Was neu dazu kommt für Modelljahr 22, dann eher schon für die größeren, unser 140 HPC. Wirklich Rahmentechnologie, die 1:1 aus dem Erwachsenenportfolio hier reinfließt. HPC heißt, wir haben Carbon-Hauptrahmen, Carbon-Umlenkhebel, kombinieren das Ganze mit einem Aluminium-Hinterbau. Schaltungstechnisch hier auch nochmal eine Stufe höher. Wir arbeiten hier wirklich mit Shimano Deore 1x12, also schon eine sehr, sehr große Übersetzungsbandbreite. Und was Suspension angeht, kombinieren wir hier den bewährten Fox DPS Dämpfer mit der Mazzocchi Bomber Z2 Gabel, also vorne auch 150 mm, hinten haben wir 140 und das Ganze natürlich auch in einem kompletten Paket mit einer versenkbaren Sattelstütze, also wirklich voller Einsatz auf den Trails mit Stereo 140 HPC Rookie. Innerhalb der Cube Stereo Hybrid Plattform arbeiten wir mit verschiedenen Laufradgrößen, mit verschiedenen Rahmenmaterialien und auch auf 3 verschiedenen Federwegen 120, 140, 160. Und wir ordnen den verschiedenen Federwegen auch ein gewisses Einsatzspektrum zu. Die Charakteristik der Bikes unterscheidet sich, nämlich 120 hat den Schwerpunkt wirklich auf Komfort. Das Rad gibt die 120 mm Federweg leichter frei. Es ist sehr auf Komfort ausgelegt. Vor allem, wir haben ja auch optimale Schnittstellen, sowohl am Rahmen, hier wir sehen es in der Allroad-Version, wo eben alle Bauteile wie Schutzblech, Ständer, Gepäckträger super gut integriert sind, aber auch bei Zulieferern wie Fox zum Beispiel kommen neue Gabeln in diese Baureihe, die ebenfalls perfekte Schnittstellen bieten, um hier auch ein voll ausgestattetes, vor allem komfortables Bike zu machen. Denn gerade wenn ich diese Gepäckbefestigungsmöglichkeiten auch nutze und eben mit mehr Last unterwegs bin, dann bietet der Federweg vor allem Fahrkomfort, Fahrsicherheit.
Stero 140, dann den HPC, ist ein bisschen der Alleskönner wirklich. Also es ist immer noch ein sehr tourentaugliches Bike, kann aber schon mal härtere Einsätze verkraften, geht schon in den leichten Enduro-Bereich. Ganze dann auch hier, wer es wünscht, mit 29 Zoll. Und vor allem nach der Überarbeitung der Rahmen für Modelljahr 22 ist das 160er wirklich auch für grobe Einsätze gemacht, nachdem wir die Geo angepasst haben, auch die Kinematik nochmal progressiver gemacht haben. Also hier das Rad für härtere Einsätze, da kann ich wirklich grobe Brocken mit wegschlucken und bin immer hier voll kontrolliert auf den Trails unterwegs. Stero Hybrid, also hier in allen Produktgruppen für alle Einsatzbereiche das perfekte Bike mit im Portfolio dabei. Es gibt verschiedene Intentionen, einem Mountainbike eine gewisse Portion Federweg an Front und an Heck durch eine Vollfederung zu spendieren. Und beim Stero Hybrid 120 liegt der Schwerpunkt ganz klar auf dem Fahrkomfort und auch letztlich auf der Fahrsicherheit. So verschieden die Ausstattungen sein mögen, wir haben eine Checkliste aufgestellt und haben gesagt, alle Stero Hybrid 120 erfüllen diese Punkte. Einmal Bosch Performance CX System, das heißt, wir haben immer 85 Newtonmeter Drehmoment. Wir spendieren allen Bikes immer eine Vierkolbenbremsanlage an Front und an Heck und wir gehen auch immer auf die großen 203 mm Bremsscheiben vorne und hinten. Hier eben sehr viel Bremsleistung auch auf langen Abfahrten, sehr gute Kontrolle. Und ein Punkt noch, alle bekommen schon ein 12-fach-System, was die Schaltung angeht. Wir starten hier mit dem Pro, auch in verschiedenen Farboptionen. Hier mit der Shimano Deore 1x12, also schon wirklich schöne Gangspreizung hinten mit den 12 Gängen. Hier vorne die Recon-Gabel von RockShox, ebenfalls mit 120 mm. Wir sehen es hier auch im EMTB-Setup und gebremst wird hier auch mit einer hydraulischen Shimano-Scheibenbremse. Wie gesagt, 4 Kolben vorne und hinten. Ein Step weiter, 120 Hybrid Race. Hier gehen wir dann schon auf die fast schon legendäre Shimano XT Schaltung. Das heißt, die Gangspreizung wird nochmal größer. Hier auch, was die Federung angeht, eine neue Plattform von Fox basierend auf 34 mm Standrohrdurchmesser und auch am Heck der DPS-Dämpfer, den ich dreifach verstellen kann. Alle 120er Modelle hier, Pro und Race, kommen auch in einem neuen Size-Split, der noch besser passt, je nach Größe. Das heißt, wir haben zwei Größen in 27,5 Zoll bis 15 Zoll und dann geht es hoch noch auf die Größen, die mit 29er Bereifung kommen. So ein sehr ausbalanciertes Fahrverhalten, ganz egal, wie groß jemand ist. Ab dem Modell SL starten wir in unsere neue Rahmengeneration beim Stero Hybrid 120, die mit einer Vielzahl von feinen Verbesserungen im Detail glänzt und das Rad einfach cleaner und schöner macht. Wir sehen schon, was wir nicht sehen, die Züge sind alle integriert. Wir haben hier keine Öffnungen mehr im Rahmen, bringt natürlich erstmal ästhetische Vorteile, aber macht die Sache auch steifer, wenn hier eben das Material komplett geschlossen ist. Alle Kabel, alle Züge, alle Leitungen laufen hier an unserem Cube E-Bike-Vorbau direkt in diesen Steuersatz. Die Steuersatzlösung ist wie in vielen anderen Modellen auch eine Co-Entwicklung mit Acros und verschwinden hier komplett clean im Rahmen drin. Was wir auch sehen, ist, wir haben hier keinen Speichenmagneten mehr. Ja, wer sich jetzt fragt, oh, das System kann nicht funktionieren, es ist kein Speichenmagnet dran, den wird es in Zukunft nicht mehr geben, denn Speichenmagnet wandert jetzt hier
auf die Bremsscheibe mit einem Adapter, ist also eher so ein Bremsscheibenmagnet, der entweder in der Centerlock-Aufnahme steckt oder auf der Sechslochscheibe verbaut ist. Denn der Speed-Sensor ist auch ganz clean, ganz elegant, ganz geschützt hier unter das linke Ausfallende gewandert, macht eben auch das Heck hier nochmal schöner und natürlich auch weniger anfällig für irgendwelche Beschädigungen, wenn das schön versteckt ist. Kleines nettes Detail auch, ja, wir sehen, wir haben hier ein Sitzrohr, was nochmal eine zusätzliche Hohlkammer hat. Dieses Hohlprofil hat immer den Vorteil, mit ganz wenig Mehrgewicht erhöhe ich die Steifigkeit immens. Und auch diese Sattelklemmung hat noch ein Zusatzfeature. Wir haben jetzt hier in diesem abnehmbaren Hebel noch 5 und 6 mm Tool mit dabei. Und wenn ich das Ganze natürlich abziehe, habe ich auch in dem Zustand eine gewisse Diebstahlsicherung. Die Modelle gibt es noch in verschiedenen Farboptionen und auch ganz wichtig, was allen Stereo Hybrid 120 gemein ist. Hier haben wir es schon im komplett verbauten Zustand beim SL Allroad. Es lässt sich auch bei allen 120er Hybrids nachrüsten, nämlich wir haben die Anbindungspunkte für unser Acid-Zubehör betreffend Schutzblech inklusive Licht, was voll integriert ist, Gepäckträger und das Ganze eben sehr schön versteckt. Von außen ist hier kaum was zu sehen. Alle Verschraubpunkte sind super clean, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, eben das abzugraden. Was wir auch sehen hier neu bei diesem Rahmen, der Ständer funktioniert jetzt mit einer sogenannten Flat-Mount-Befestigung. Das heißt, im Rahmenausfallende sind eigentlich nur 2 Gewinde, in die von unten der Ständer verschraubt wird. Das heißt, bei den Modellen, die keinen Ständer haben, ist das Ganze komplett unsichtbar aus der Perspektive von oben. Also wirklich schöne Upgrades vom Modelljahr 22. Stereo 120 Hybrid bleibt weiterhin super flexibel, immer noch ein komfortables Bike, was sich auf den Trails auch zu Hause fühlt, aber immer mit den Upgrade-Möglichkeiten. Hier das Ganze auch mit Taschen mehr für den Toureneinsatz oder für die Langstrecke auszurüsten. Noch eine Stufe höher dann unser neues TM, bedeutend Trail Motion Modell, wo immer noch bei der Ausstattung eine Schippe oben drauf gepackt ist, was die Performance angeht. Hier in D-Bike sprechen wir von einer SRAM GX Eagle, also Kassettenbandbreite über 12 Gänge von 10 bis 52 Zähne, 520% Gesamtbandbreite, dass ich die Kombination aus eigener Leistung und Motorleistung wirklich immer in der perfekten Frequenz auf den Boden bringe. Federung hier, RockShox, auch 35, der Name sagt schon, 35 mm Standrohrdurchmesser, eben mit einer sehr guten Längssteifigkeit, aber auch mit einem sehr guten Gewichts-zu-Steifigkeitsverhältnis. Vorne 35, hier hinten ebenfalls RockShox, passend dazu natürlich der Deluxe Select Plus. Select Plus heißt dann auch schon, ich habe natürlich Rebound-Verstellung, was die Zugstufendämpfung angeht, und hier den Hebel, wo ich auch den Dämpfer in 2 Positionen sperren kann. Gebremst wird hier mit Magura-Technologie, Mineralöl in dieser Bremsanlage und das Ganze auch bekanntermaßen vorne und hinten mit Vierkolbenanlage. On top dann das Modell SLT. Hier kommt wieder Shimano zum Einsatz, das Ganze mit der bekannten XT. Wir paaren das Ganze an der Front mit einer E13 Kurbel, also eine sehr elegante, leichte Aluminiumkurbel. Und was die Suspension angeht, hier auch wieder Fox mit der 34er Gabel an der Front und dem bekannten DPS-Dämpfer am Heck. Also hier perfekte Pakete für den Einsatzbereich Trail, immer komfortabel und immer aufrüstbar, eben mit Ständer, mit Gepäckträger und auch mit Schutzblechen. Stereo 140 Hybrid sind die wahren Alleskönner in der Hybrid Fully Palette. Unheimlich vielfältig, vom gemäßigten Toureneinsatz bis zu leichten Enduro-Ausritten können die Bikes wirklich sehr, sehr
viel. Die Bikes kommen bekanntermaßen in HPC. Rahmentechnologie bedeutet, dass wir mit einem Carbon-Hauptrahmen arbeiten und das Ganze mit einem Aluminium-Hinterbau kombinieren. Schauen wir uns mal die Modelle speziell an. Hier gestartet mit dem Pro. Pro kommt auch schon mit einer Magura Bremsanlage, natürlich mit 4 Kolben vorne und hinten, um das Gefährt wirklich gut verzögern zu können. Volle Traktion. Wir arbeiten hier mit einer Shimano Deore Antriebsgruppe und haben 11 Gänge zur Verfügung in dem Modell. Wir sehen, wir haben auch immer viele Farboptionen. Das Ganze hier mit der RockShox Recon Gabel im EMTB Setup. Beim Modell Race geht es dann schon eine Stufe höher. Wir sind also in der 1x12 Technologie. Hier bekannter Name Shimano XT, birgt für Qualität und Langlebigkeit und auch ein Upgrade noch für Modelljahr 22. Auch hier jetzt 4 Kolben Shimano Bremsanlage am Vorder- und am Hinterrad. Bei dem Modell SL haben wir den 29 Zoll Größen einen komplett neuen Rahmen spendiert. Mit vielen kleinen, feinen Features, die die Sache einfach schöner machen, cleaner machen. Wir sehen, die Zugintegration vorne ist nochmal perfektioniert. Also es gibt keine seitlichen Öffnungen mehr, wo Züge reinlaufen, sondern wir haben das alles hier direkt an diesem speziell entwickelten E-Bike-Vorbau in diesen Steuersatz reingeführt, wo alle Kabel sauber verschwinden, vor Beschädigung geschützt sind, aber auch einfach ein schönes Bild ergeben. Auch noch ein wichtiger Punkt bei diesen Rahmen, wir verwenden den SRAM UDH Standard. UDH steht für Universal Derail Hanger, also ein standardisiertes Schaltauge. In Zukunft wird es deutlich einfacher sein, bei einem Defekt in einem Bikeshop, wo auch immer, so ein Schaltauge zu bekommen, weil es wie gesagt über verschiedene Marken hinweg in mehr und mehr neuen Modellen verwendet wird. Ist nicht nur im Sinne der Ersatzteilverfügbarkeit ein tolles Teil, sondern hat auch noch 2 Sicherheitsfeatures, denn integriert ist nochmal eine kleine Leitfinne, die die Kette davon hindert, sich zwischen Rahmen und Ritzel einzuklemmen, wenn da vielleicht mal was dazwischen kommt. Und das System hat auch einen Stopper, es kann sich einen gewissen Teil nach vorne mitdrehen, falls in dem Schaltwerk sich mal was verklemmt und schützt ebenso die teilweise sehr teuren Bauteile vor Beschädigung. Eben auch noch ein Upgrade mit diesem UDH Ausfallende und Schaltauge. Wenn wir schon hier am Schaltauge oder am Ausfallende hinten sind, auch noch ein kleines Upgrade, denn wir sehen, dass solche Bikes auch noch vielfältiger eingesetzt werden, obwohl es doch sehr sportive Bikes sind. Wir haben eine Ständeraufnahme integriert, aber ganz clean, die von außen 0,0 sichtbar ist. Wir verwenden einen Flat-Mount-Ständer. Es sind im Prinzip im Ausfallende hinten nochmal 2 Gewinde, wo von unten dann der Acid-Ständer rangeschraubt werden kann. Wenn keiner montiert ist, sieht die ganze Sache super clean aus und fällt überhaupt nicht auf. Auch noch ein Teil der zusätzlichen Integration ist der Speed-Sensor, der jetzt hier im Ausfallende auch mit verschwindet und der Magnet, der vormals an den Speichen befestigt war, der ist jetzt auch schön integriert. Einmal mit einem Clip, wo er dann in der Centerlock-Bremsscheibe mitläuft oder eben auf einer 6-Loch-Bremsscheibe. Auch nochmal ein Feature, das die Sache einfach noch runder macht. Hier im Modell SL vorne dann schon auch Fox-Federgabel, die bekannte Rhythm, auch gepaart mit dem passenden DPS-Dämpfer. Dann nochmal 3 Kandidaten. TM. TM steht für Trail Motion, ist immer noch mal eine Schippe massiver, für den härteren Einsatz gebaut. Wir sehen das Ganze schon, hier kommt der nagelneue Fox Float X Dämpfer zum Einsatz, nämlich Technologie mit Ausgleichsbehälter und eben auch in Zugstufe und Druckstufe perfekt einstellbar für den Trail-Einsatz und das Ganze gepaart standesgemäß mit einer Fox 36, also 36 mm Standrohrdurchmesser, eine sehr robuste und trotzdem feinfühlige Gabel.
Das Ganze hier eben auch stufenlos in der Compression verstellbar. Auch noch ein kleines Feature, was wir dazu genommen haben für Modelljahr 22, nochmal eine eigens entwickelte Kettenführung, die bei den Rädern inkludiert ist. Die lässt sich hier auch, wenn ich mal servicen will oder die Kette tauschen muss, ganz einfach wegklipsen und rastet dann wieder ein, lässt sich auch in der Seiteneinstellung leicht justieren mit Werkzeug, ohne dass ich hier Spacer oder was einsetzen muss. Was auch noch neu bei diesem Rahmen ist und auch schön einklipst, ist unser neues Ladeport-Cover, das also eine ganz definierte Position hat, dass es dann einrastet und dass ich merke, okay, mein Ladeport ist sauber verschlossen. Über dem TM dann ja in der markanten Lackierung und auch immer ganz signifikant mit dieser orangen Fox Kashima Gabel unser Action Team. Action Team kommt dann wieder mit einem kompletten Shimano XT Setup. Also hier reden wir nicht nur von der Schaltgruppe hinten, sondern auch von der Bremsanlage, die natürlich mit 4 Kolben vorne hinten und auch standesgemäß mit den XT Scheiben im 203 mm Format kommt und das Gefährt sicher verzögert. On top sehen wir dann SLT, da kommt wirklich nur das Feinste zum Einsatz. Wir haben hier Newman Carbonfelgen XA30, also 30 mm Innendurchmesser, die dem Reifen schönes Volumen geben. Das Ganze gepaart mit einer E13-Kurbel und geschaltet wird hier komplett mit SRAM XX1 AXS Technologie, also ein komplett drahtloses, funkgesteuertes Schaltsystem an diesem Topmodell SLT. Stereo 160 Hybrid sind die echten Performer in der Full Suspension E-Bike Palette bei Cube. Die Bikes sind wirklich potent und man sieht es schon an einigen Features, die sich durch die gesamte Palette ziehen, ganz egal wie verschieden dann die Ausstattungen sind. Denn wir haben natürlich immer Bosch-System CX Performance mit 85 Newtonmeter. Wir haben auch immer Gabeln mit 170 mm Federweg und mittlerweile auch alle Gabeln, die 38 mm Standrohrdurchmesser haben, eben genau für diesen Einsatzbereich. Alle Bikes haben auch 4-Kolbenbremsanlagen, alle Bikes haben die großen Scheiben vorne und hinten für perfekte Verzögerung und Kontrolle auch auf langen Abfahrten. Alle Bikes sind natürlich auch in HPC gefertigt, das heißt, wir haben Carbon-Hauptrahmen, Aluminium-Hinterbau und Stereo 160 Hybrid auch immer, Plattform in 27,5. Wenn wir uns die Modelle anschauen, wir starten beim Race, immer auch schon 12-fach-Antrieb, hier Shimano Deore und das Ganze federungsseitig gepaart mit einer alten, neuen Gabel, eine Neuauflage von dem bekannten Namen, aber in einem ganz neuen Casting Domain von RockShox. Eben auch eine Gabel, die jetzt im 35 mm Standrohrdurchmesser kommt und der Front wirklich Lenkstabilität und Spurtreue vermittelt. Das Ganze gepaart hier mit einer Magura 4-Kolbenbremsanlage an Front und an Heck. Ab dem Modell SL kommt auch schon unser brandneuer Rahmen zum Einsatz. Wir haben dem Ganzen auch ein bisschen mehr Würze spendiert und zwar wir haben den Reach der Rahmen etwas verlängert und die Kinematik ist dann auch noch ein bisschen progressiver geworden. Also hier selbst bei harten Brocken ist der Durchschlagschutz nochmal etwas besser und ich habe immer das Gefühl, es ist noch Restfederweg vorhanden. Wir sehen aber auch ästhetische Gesichtspunkte, die hier berücksichtigt wurden. Wir haben hier vorne komplette Kabelintegration, also es gibt keine Öffnungen mehr im Rahmen. Alle Kabel verlaufen hier direkt in den Steuersatz, in den Rahmen, optisch schön versteckt und natürlich auch vor Beschädigungen geschützt. Auch so kleine Features, die die Sachen ein bisschen praktischer machen. Wir haben das Ladebuchsen-Cover nochmal erneuert. Wir haben dann den schönen Klickmechanismus, also wenn ich das verschließe, merke ich ganz genau, wann es einrastet und verschlossen ist. Und auch eine Art Klickmechanismus bei unserer neu integrierten Kettenführung, Cube-Eigenentwicklung,
die ich auch, wenn ich jetzt die Kette reinigen oder servicen will oder wechseln muss, kann ich die auch hochschwenken, rastet die ein. Ich kann sie wieder nach unten schwenken und die ist auch in der Achse verstellbar, dass eben die Kette perfekt mittig dadurch geführt wird. Die Bikes sind trotzdem sehr flexibel und wir haben deshalb auch gesagt, wir spendieren der 160er Plattform eine Ständeraufnahme, die aber sehr, sehr gut integriert ist und praktisch unsichtbar ist, wenn jemand keinen Ständer montiert. Nämlich wir haben im Dropout hier hinten eine Flat Mount Ständeraufnahme integriert, also 2 Gewinde von unten, durch die der Acid Flat Mount Kickstand dann befestigt werden kann, wenn es jemand nachrüsten will an dem Bike. Was bei dem neuen Rahmen ebenfalls im Ausfallende integriert ist, ist der Speed-Sensor. Der Speed-Sensor ist also hier unten platziert und auch der Magnet, der ehemals an den Speichen sich mitgedreht hat, der ist jetzt schön mit direkt an der Bremsscheibe integriert und so das Ganze eben aufgeräumt. Auf der linken Seite. Schauen wir auf die rechte Seite, auch eine ganz wichtige Neuerung bei diesem Rahmen, der Universal Derailleur Hänger. Also wir reden hier von einem vereinheitlichen Schaltaugenstandard, den SRAM gebracht hat, der aber offen ist, der auch für andere Schaltungstypen passt und der von vielen anderen Herstellern auch in neuen Bikes verwendet wird. Also wenn ich mal einen Defekt habe kein Ersatzschaltauge dabei, die Chance, dass ich bei einem beliebigen Bikeshop ein Ersatzteil finde, was auch für meinen Cube Hybrid 160 passt, ist in Zukunft deutlich höher. Beim Modell SL, wenn wir noch auf die Ausstattung gucken, sind wir hier schon im 12-fach-Bereich mit der wirklich legendären Shimano XT und hier natürlich auch Shimano Scheibenbremsen, 4 Kolben vorne hinten. Das Ganze dann mit der RockShox ZAP, auch eine massive, aber trotzdem leichte Gabel im 38 mm Format. Dann weiter zum TM, Trail Motion für Modelljahr 22 durch die ganze Cube-Palette, sehr markant durch diese grau-olive Lackierung. Hier kommt wieder SRAM zum Einsatz, GX Eagle, also Eagle heißt hier auch 12 Gänge und noch eine größere Spreizung von 10 bis 52 Zähnen, also 520% Übersetzungsbandbreite, wo ich wirklich die eigene Kraft und die Kraft des Motors hier perfekt dosiert in Traktion auf den Boden bringen kann. Hier keine RockShox Federgabe, sondern hier haben wir die Fox 38, da sagt der Name eigentlich schon den Standrohrdurchmesser und das Ganze auch kombiniert mit einer 4-Kolben-Bremsanlage von Magura, in dem Fall ja selbst im Downhill bewährt und ein etablierter Name MT7 sorgt für perfekte Verzögerung. Dann Action Team, immer sehr markant, allein durch die Lackierung, auch immer gepaart durch diese Fox Factory Kashima Gabel mit dem auffällig orangen Casting. Hier natürlich Shimano XT komplett, also Bremsanlage und Drivetrain. Das Ganze schon gepaart mit einer E13 Kurbel, um eben das Gewicht auch nochmal nach unten zu drücken. Ein kleines Detail, auch bei den Bikes hier, ab SL aufwärts verwenden wir den neuen Acid Disrupt Griff, ein sehr weicher Griff, ja, der vom Compound her auch in Downhill-Bikes verwendet wird und echt sehr viel Komfort bietet, aber auch sehr viel Grip, sehr guten Halt, auch wenn es mal nass oder ein bisschen schmutzig wird. SLT dann als Topmodell, ähnliches Prinzip, wie wir es auch in der Baureihe 140 Hybrid haben. Wir haben hier eine komplett drahtlose, kabellose elektronische Schaltung, also AXS-Technologie nennt sich das Ganze von SRAM, hier auf Basis der XX1-Gruppe, auch innerhalb dieser Eagle-Familie mit der ganz großen Übersetzungsbandbreite und hier auch Carbonfelgen von Newman mit 30 mm Innenweite, um dem Reifen ein schönes Volumen zu geben, mehr Kontrolle, mehr Traktion, auch mehr Fahrkomfort. Also 160 wirklich der Performer in der ganzen Hybrid-Serie. Wer es krachen lassen will, ist hier genau richtig aufgehoben. Die Reaction Hybrid Baureihe bietet eine Vielzahl von Optionen. Wir sehen hier, es gibt verschiedene Rahmenoptionen. Wir haben jeweils
Farboptionen und auch was die Ausstattungen angeht, bleiben keine Wünsche offen. Schon begonnen hier mit dem Reaction Hybrid Performance. Ja, hier teilen sich sogar das Modell und der Bosch-Antrieb den Namen, denn hier ist der bewährte Bosch Performance-Antrieb im Einsatz. Also es liegen schon bis zu 65 Newtonmeter Drehmoment an und das ganze Paket hier auch schon mit einer Shimano 9-fach-Ausstattung. Hier auch die Option, wieder wie bekannt, ein Allroad-Modell, also wo ich dann auch schon Beleuchtung und Zusatzfeatures an dem Rad habe. Eine Stufe höher, Reaction One. Wir sehen auch schon, der Rahmen noch anders gestaltet. Also hier haben wir schon ein Gravity Casting Verfahren, arbeiten hier auch schon mit einem 1,5 Zoll Steuerrohr am unteren und am oberen Lager. Auch schon, man sieht es mit unserem eigens entwickelten E-Bike Vorbau, der sich da eben formschlüssig auf diesen Spacer anschließt. Ein ästhetisches Feature und natürlich ab diesem Modell One auch der Performance CX Antrieb von Bosch. Also hier geht es schon hoch bis zu 85 Newtonmeter Drehmoment und wir haben den Size Split auch angepasst bei diesen Rahmen. Wir haben jetzt bis 15 Zoll Rahmengröße, die 27,5 Zoll Laufräder. Ab 17 Zoll geht es dann auf die 29er, noch passender je nach Größe eben das perfekt ausgewogene Fahrwerk. Wir haben hier dann schon Deore im 1x10 Setup, eine Stufe höher, kommt dann Reaction Hybrid Pro. Da sind wir schon bei der neuen Deore 5100er Gruppe, das heißt wir sind hier bei 11-fach, haben aber schon dieselbe Spreizung, die auch die Deore 12-fach Modelle bieten, bloß mit einem Gang weniger, aber die gesamte Bandbreite ist da schon vorhanden. Und wir sehen es auch an der Front, was die Gabel angeht, hier aus der X-Fusion MIG Baureihe. Also wir reden hier von einer Luftgabel. Wir sehen, haben auch schon eine Steckachse, sogar einen Boost-Standard, also mit 110 mm Einbaubreite. Und das Ganze auch luftgefedert, was nochmal Gewicht spart. Auch beim Reaction Hybrid Pro bieten wir eine Allroad-Version und ein kleines Feature hier noch, neu für Modelljahr 2022. Hier kommt der neue Acid Slim Gepäckträger zum Einsatz, der auch in den Gravel-Modellen zum Beispiel verwendet wird. Also noch ästhetischer, noch schlanker. Neben 9, 10 und 11-fach haben wir dann natürlich auch noch das Modell Race, da geht es dann schon in den Bereich 12-fach. Das Reaction Hybrid Race unterscheidet sich in einigen Punkten von den Modellen Performance, One und Pro. Während diese in den 2 Rahmenvarianten mit klassischem Oberrohr oder als Trapezrahmen erhältlich sind, haben wir hier beim Reaction Hybrid Race das Thema Tiefeinsteiger im MTB Hardtail integriert. Also hier haben wir klassisches Oberrohr oder die Easy Entry Tiefeinsteiger Version. Wie schon erwähnt, wir sind hier im Bereich Shimano XT 1x12, also wirklich von 10 bis 51 Zähne, komplette 510% Übersetzungsbandbreite, wo ich wirklich immer in der perfekten Frequenz treten kann, wo ich meine eigene Leistung und die des Motors eben perfekt auf den Untergrund bringe. Hier auch, wie schon beim Modell Pro, die 2,6 Zoll Reifen, die einfach noch mehr Komfort, mehr Traktion und angenehmes Fahrgefühl vermitteln. Neben Shimano XT, ja, was wirklich ein etablierter Name ist, auch bekannte Technologie seitens Suspension, denn wir haben hier schon die RockShox Judy im Einsatz. Wir sehen das hier in der E-Bike-spezifischen Version und auch was das Verzögern angeht, nochmal ein Upgrade. Wir haben hier die Shimano MT420 Bremsanlage an Bord. Das heißt, wir arbeiten mit 4 Kolbenzangen vorne und hinten und auch mit den großen 203 mm Bremsscheiben. Also hier habe ich auch auf langen Abfahrten volle Kontrolle und kann Überhitzung und Fading vorbeugen. Wir starten hier beim Modell EXC mit einer SRAM NX Eagle, also 1x12 Technologie. Das Ganze natürlich auch mit Magura Bremsanlage, 4 Kolben vorne, hinten, um das Gefährt auch sicher unter Kontrolle zu behalten. Modell SL, dann ganz spannend, eine neue E-Bike-spezifische Gabelgeneration von Fox, basierend
auf der 34er Baureihe, aber mit zusätzlichen Aufnahmepunkten für Schutzbleche, für Licht, ganz speziell auch mit einem anderen Dämpfersystem, was noch mehr Kontrolle an der Front bringt. Hier übrigens bei diesen Modellen an der Front immer 120 mm Federweg, auch eine Neuerung. Wir sehen bei den Modellen auch ein neu geformtes Sitzrohr. Wir reden hier von einer Double Chamber, also eine zusätzliche Hohlkammer. Man kennt das Ganze vielleicht von Felgen auch, wo eine zusätzliche Hohlkammer mit ganz wenig Mehrgewicht deutlich mehr Steifigkeit bringt. Das Ganze wird auch verschlossen oder ja, hier oben abgeschlossen von der neuen eigens entwickelten Sattelklemme. Die hat auch noch ein Zusatzfeature, nämlich ein Mini-Tool, wo ich gleich mal einen 5 und 6 mm Sechskant mit dabei habe. Kann also hier die Gabelachse zum Beispiel festziehen und wenn ich das Ganze entnehme, habe ich auch noch einen gewissen Diebstahlschutz für meine Sattelstütze. Unsere Altmodelle Nature, Cross und New Ride werden zusammengefasst zu den New Rides und stehen ab dem Modelljahr 22 für unsere Crossover-Produkte, die zwischen dem Kathmandu und dem Reaction liegen. Jedes Modell ist verfügbar in den Rahmenvarianten Herren, Trapez und Easy Entry, wobei Easy Entry immer mit breitem Durchstieg kommt für maximalen Komfort und Sicherheit. Unsere New Ride Modelle sind zu 100% Allroad Modelle, das heißt wir haben Schutzbleche und Licht verbaut, allerdings kein Gepäckträger und eine Reifenbreite von 55 bis 57 mm. Mehr Reifenvolumen bedeutet mehr Fahrkomfort, mehr Reifenbreite gewährleistet mehr Fahrsicherheit. Bei insgesamt 5 Modellen haben wir 3 unterschiedliche Motorplattformen. Angefangen mit unseren Performance-Einstiegsmodellen und dem altbewährten Bosch Performance Motor mit seinen 65 Newtonmetern Leistung, sehr harmonisch und leise in der Fahrperformance. Unsere Herren- und Trapezrahmen mittels Gravity Casting gefertigt, das heißt ein einteiliges Unterrohr sowie Steuerrohr, durch das komplexe Rahmenformen möglich sind und der Motor sowie die Batterie bestmöglich integriert werden können. Außerdem haben wir an unserem Performance-Modell eine NVX30 Santur-Gabel verbaut, sowie eine 9-fach Shimano-Schaltung und eine MT200 Scheibenbremse. Machen wir weiter bei unseren New Ride Pro Modellen. Das New Ride Pro kommt jetzt mit einer Shimano Deore 10-fach-Schaltung. Wir haben hier den Schwalbe G1 Allround Reifen mit 57 mm Reifenbreite. Die Optik und die Reifenbreite passen perfekt zu unseren Crossover-Modellen. Außerdem haben wir einen Bosch CX Motor mit 85 Newtonmetern und ein Bosch Purion Display. Bei unserem EXC-Modell haben wir jetzt eine leichtere und sensiblere X-Fusion Luftfedergabel verbaut, die für jedes Körpergewicht einstellbar ist. Wir arbeiten mit einer Shimano 12-fach Schaltung mit enormer Bandbreite von 10 bis 51 Zähnen. Außerdem haben wir eine Shimano MT420, MT410 Bremskombination mit 4 Kolben vorne für größtmögliche Verzögerung und 2 Kolben hinten. Außerdem haben wir bei unseren EXC-Modellen ein Intuvia-Display für komfortablere Lesbarkeit. Kommen wir zu unseren Top-Modellen. Unser New Ride SL mit neuem Rahmen aufgrund von Bosch-Neuheiten, die wir ab September vorstellen. Der neue Rahmen bietet einen X12 Boost Hinterbau. Wir haben eine Sattelklemme mit Hidden Tool Lever sowie 1,5 Steuerrohr bei unseren Trapez- und Herrenrahmen mit Integrated Cable Routing. Unser Easy Entry Rad kommt allerdings nach wie vor mit Tapered Steuerrohr und außenliegenden Zügen. Wir haben hier einen neueren Kettenkasten für eine cleanere Optik, außerdem einen Ständer mit Flat Mount Anbindung und eine SIC-Schnittstelle für eine Gepäckträgermontage. Bei unseren SL-Modellen arbeiten wir außerdem auch mit einer Shimano 12-fach Schaltung,
einer 4-Kolben-Bremsanlage sowie einer RockShox Judy Silvergabel mit 100 mm Federweg. Willkommen bei unseren leistungsstärksten, sehr sportlichen und robusten Trekkingrädern, die Kathmandu Hybrids. Im Modelljahr 22 auch mit CX Bosch Motor und seinen 85 Newtonmetern. Wir haben bei den Einstiegsmodellen, unserem Kathmandu Hybrid One, ein Upgrade der Schaltung von 1x9 auf 1x10 Deore, sowie all unsere Easy Entries jetzt mit breitem Durchstieg für maximalen Fahrkomfort und Sicherheit. Wenn wir zu unserem nächsten Modell schauen, unserem Kathmandu Hybrid Pro, haben wir eine Veränderung der Gabel von Suntour auf X-Fusion MIG 32R und auch hier ein Upgrade der Schaltung von 1x10 Deore auf 1x11 für mehr Bandbreite und mehr Fahrkomfort. Bei unserem Kathmandu Hybrid EXC haben wir aufgrund von Bosch-Neuheiten auch einen neuen Rahmen. Mehr Infos zu den Bosch-Neuheiten ab September. Aufgrund dieser Bosch-Neuheiten haben wir einen X12 Boost Hinterbau, das heißt ein geschlossenes Ausfallende für mehr Steifigkeit und mehr Komfort. Der neue Rahmen beim Kathmandu Hybrid EXC bietet zum einen einen X12 Boost Hinterbau, das heißt wir haben ein geschlossenes Ausfallende für mehr Steifigkeit und mehr Performance. Wir haben außerdem bei unseren EXC-Modellen eine Sattelklemme mit Hidden Tool Lever, ein 5-Kant- und 6-Kant-Imbus für unterwegs zum Nachjustieren diverser Schrauben oder neu einstellen. Außerdem haben wir bei unseren Herren- und Trapezmodellen jetzt ein 1,5 Steuerrohr mit Integrated Cable Routing, das heißt innenliegenden Zügen für eine cleanere Optik. Unser Easy Entry Rahmen kommt aber weiterhin mit Tapered Steuerrohr und außenliegenden Zügen. Wir haben für eine noch cleanere Optik jetzt unseren Acid Kettenschutz sowie eine Flat Mount Anbindung für den Ständer und durch unseren IC30 Gepäckträger haben wir ein noch aufgeräumteres Design. Schutzblech und Gepäckträger werden zu einer Einheit und wir haben auch eine Möglichkeit am Gepäckträger durch die Rail seitlich Packtaschen anzubringen. Unser EXC-Modell ist mit einer Shimano 12-fach-Schaltung ausgestattet sowie einer 4-Kolben-Bremsanlage vorne und hinten 2 Kolben. Bei unserem Kathmandu Hybrid SL, hier ganz oben zu sehen, haben wir dann eine XT 12-fach-Schaltung sowie ein Upgrade auf eine XT Bremsanlage, 4 Kolben vorne, 2 Kolben hinten sowie einer RockShox Judy Silvergabel. Zu guter Letzt kommen wir zu unseren High-End Kathmandu Modellen. Auch hier nochmal schön zu sehen mit der neuen Sattelklemme und dem Hidden Tool Lever sowie unser neuer Kettenschutz für cleanere Optik und unser IC 3.0 Gepäckträger, der sich schön integriert mit dem Schutzblech. Außerdem haben wir eine komplett XT-Ausstattung sowie einer Beischulz Parallelogramm-Sattelstütze mit sensiblerem Ansprechverhalten sowie einer RockShox Judy Gold-Gabel. Und außerdem haben wir beim SLT einen Newman Systemlaufradsatz, um nochmal etwas Gewicht einzusparen. Kommen wir zu unseren Touring-Hybrid-Modellen, der Bike-Gefährte für alle Fälle, optimal für Tagestouren auf der Straße oder im leichten Gelände. Wir haben im Modelljahr 22 einen deutlichen Zugewinn an Komfort, an Sicherheit und an Optik. Wir haben bei allen Rädern der Reihe 55 mm Reifenbreite, 100 mm Federweg und unseren altbewährten Bosch Performance Motor mit 65 Newtonmetern. Wenn wir uns die Einstiegsräder anschauen, das Touring Hybrid One, haben wir vorne mit einer NVX30 Suntour Federgabel.
Wir haben auch hier eine deutliche Komfortverbesserung durch Sattel und unsere ergonomischen Griffe. Außerdem eine MT200 Shimano Bremsanlage. Wenn wir zu unseren Pro-Modellen gucken, dann haben wir hier unseren IC 2.0 Gepäckträger. Wir haben ein Upgrade von Shimano Deore 10-fach auf 11-fach Schaltung sowie maximalen Komfort durch unsere Suspension Seat Post und unseren verstellbaren Vorbau. Zu guter Letzt unsere EXC-Modelle. An unseren EXC-Modellen haben wir eine Santur XCR 32 Luftfedergabel verbaut. Wir haben im Modelljahr 22 auch hinten eine Shimano 4-Kolben-Bremsanlage sowie ein Upgrade der Schaltung von Deore 12-fach auf XT 12-fach. Unser Compact Hybrid ist das perfekte Rad zum täglichen Pendeln. Es kommt von Serie aus mit einer Allroad-Ausstattung, das heißt Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer und eine Beleuchtung. Durch die Schutzbleche bin ich natürlich von etwaigen Umwelteinflüssen gut geschützt und durch die Beleuchtung werde ich auch im Stadtverkehr gut gesehen. Beim Compact Hybrid haben wir wieder zwei verschiedene Ausstattungsvarianten. Einmal das Compact Hybrid und das Compact Sport Hybrid. Wie beim Cargo unterscheiden sich beide nur von der Schaltung. Das heißt, das Compact Hybrid hat eine Nexus 5-Gang Nabenschaltung und das Sport hat eine Tiagra 10-fach Kettenschaltung mit einer etwas höheren Bandbreite. Sonst wird eine hydraulische Scheibenbremse von Shimano verbaut, eine MT200. Wir haben den Bosch Performance Gen 3 mit 63 Newtonmeter und Purion Display, Powerpack mit 500 Wattstunden. Das Tolle an den Rädern ist die, wie der Name schon sagt, kompakte Bauweise und die klappbaren Pedale sowie der Speedlifter Twist, wo ich den Vorbau bzw. den Lenker drehen kann. Somit findet das Compact Hybrid auch in der kleinsten Nische Platz bzw. auch im kleinsten Zugabteil. Ein integrierter Tragegriff, den man hier sieht, nimmt auch einer Treppe oder den Einstieg in die Bahn den Schrecken. Optional ist ein Frontgepäckträger nachrüstbar, um noch mehr Gepäck zu transportieren. Ja, das Highlight in der Urban Mobility Reihe ist dieses Jahr unser erstes Faltrad, das Cube Fold. Bei dem Rad wurde der Fokus auf kleines Packmaß und Everyday Usability gelegt. Einfach zu bedienender Faltmechanismus, einfach zu bedienender Faltvorbau und einfacher Arretiervorgang des Vorderrads am Hinterrad, damit ich das Rad vor mir einfach und sauber schieben kann. Wir haben bei diesem Rad zwei Ausstattungsvarianten, einmal das Cube Fold Hybrid und einmal das Cube Fold Sport Hybrid. Das Sport ist die Einstiegsvariante mit einem Bosch Active Plus Gen 3 Motor mit einer 1x10 Tiagra Schaltung, MT200 Bremsen, One Size natürlich und einen 500er Powerpack von Bosch. Schutzblech und Gepäckträger ist hier wieder Serie. Das Topmodell, das Cube Fold Hybrid 500, kommt mit einem wartungsarmen Gates-Antrieb und einer Nexus 5-Gang Nabenschaltung. Auch hier MT200 Bremsen, aber das Upgrade auf den Bosch Performance Antrieb mit 85 Newtonmeter und Purion und ebenso ein Powerpack mit 500 Wattstunden. Noch ein schönes Detail ist der integrierte Tragegriff, damit ich das Rad schön einladen kann.
und die großvolumigen Schwalbereifen, die mir Sicherheit beim Fahren vermitteln. Unsere Urban Mobility Reihe sind spezielle Räder für die wachsenden Herausforderungen im täglichen Leben. Wir bieten hier Lösungen für den Kinder- und Warentransport, für das tägliche Pendeln und Lösungen für uneingeschränkte Mobilität in Alltag und Urlaub an. Das ist ein sehr junges Segment, das stetig am Wachsen ist. Das ist ein sehr interessantes Segment und es wird von uns von Jahr zu Jahr erweitert. Wir starten jetzt mit unseren Cargo-Modellen. Der Fokus bei der Entwicklung der Cargo-Modelle war einerseits die Sicherheit, wenn ich meine Kinder zum Beispiel transportiere, und der zweite Fokus die Modularität. Ich kann mit wenigen Handgriffen das Cargorad von einem Warentransporter in einen Familientransporter umbauen, beziehungsweise kann ich auch ein Regenverdeck schnell nachrüsten. Bei der Sicherheit haben wir darauf geschaut, dass die sichere Ware, zum Beispiel die Kinder, in einer EPP-Formbox transportiert werden. Das ist einerseits eine Knautschzone, andererseits ist es schadstofffrei. Wir haben einen standfesten, massiven Mittelbauständer, der es den Kindern ermöglicht, alleine einzusteigen, damit das Rad auch nicht kippt. Wir haben in dieser Produktkategorie zwei Modelle. Einmal unser Cargo Hybrid und das Cargo Hybrid Sport. Beide unterscheiden sich nur von der Schaltung. Das Cargo Hybrid hat eine Enviolo Nabenschaltung, das Sport hingegen eine 1x10 Deore Kettenschaltung. Von der restlichen Ausstattung unterscheiden sich die Räder nicht. Wir haben einmal eine Gabel von Santur, eine Mobi 80 mm Gabel, Cargo-Version, wirklich auf diese Räder ausgelegt. Wir haben die Magura CME-Bremsen, Bosch CX-Antrieb mit der Cargo-Applikation, wahlweise Powerpack 500 oder bei der Dual-Version, die auch in beiden Rädern erhältlich ist, 2x 500 Wattstunden Akku und es sind immer Schutzbleche verbaut. Die Räder sind One Size, das heißt eine Größe für jeden. Das setzen wir um durch den verstellbaren Vorbau. Unsere Kids Hybrid geben die extra Portion Schub nach vorne. Auch junge Mountainbiker können auf längeren Ausfahrten mit den Großen mithalten. Das Portfolio setzt sich aus 3 Rädern zusammen, 2 Räder mit der Basis Acid 240, 24 Zoll Laufrädern und Bosch Active Motor mit 40 Newtonmeter, hier gedrosselt auf 20 km/h und dem Reaction mit 27,5 Zoll Laufrädern und Active Plus Antriebseinheit mit 50 Newtonmeter. Die Drosselung bei den Acid 240 Modellen von 20 km/h kann durch den Händler auf 25 km/h angehoben werden. Ja, wir starten mit den 240er Hybrids. Wir haben hier 2 Modelle. Einmal das Rookie Pro und das Rookie SL. Das Rookie Pro kommt mit einer Santur Stahlfedergabel mit Shimano 9-fach-Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen, 2 Kolben, Shimano MT200. Das SL hingegen kommt schon mit einer Luftfedergabel, auch hier von Santur, mit den MT30-Bremsen von Magura, 2 Kolben vorne und hinten und einer Shimano 1x10 Schaltung. Beide haben den 400 Watt PowerTube Akku. Das Topmodell aus dieser Reihe ist unser Reaction. Wie schon gesagt, 27,5 Zoll Laufräder, auch hier eine Magura Bremse, Santur XCR 32 Luftfedergabel, 1x10 Deore Schaltung und der schön ins Unterrohr integrierte PowerTube Akku von Bosch.